Zuerst mal die Begrüßung, Servus beieinander und Ahoi. Ja, das Ganze hat sich an dem Indect-Projekt aufgehängt. Ich habe da relativ bald schon einen Artikel geschrieben, darüber 2009, als das Ganze irgendwie, als uns klar wurde, was da läuft in Brüssel. Und irgendwie hat sich die Veranstaltung so daraus ergeben. Ich beschränke mich zuerst einmal im Hauptteil einfach nur darauf, dass ich euch das sage, was ich darüber weiß und vor allem mehr über die unheilige Familie Indect und wo sie herkommt. Danach Fragen, Diskussion, Dialog und dann dürft ihr euch aussuchen, was ihr mich als nächstes fragen wollt und ich werde es halt versuchen, so gut wie es geht, zu beantworten. Also ich bin da durchaus dann nach dem Publikumsinteresse, ist kein Problem für mich. Beginnen wir mal. Wir haben alle die Ohren angelegt, als wir sahen, was da im Gange ist, was die da für ein System zusammenschustern und wozu es dienen soll. Naja, das liegt ja relativ auf der Hand, wozu es dienen soll. Aber warum so plötzlich? Woher kam das? Das kam ja wie aus dem Nichts, weil bis jetzt, also mir ist kein weiteres System für den zivilen urbanen Raum bekannt, in dem solche Technologien, diese Art von Technologien zusammengeführt, in eine Suite zusammengeführt werden und getestet werden. Das ist das erste System, das mir bis jetzt untergekommen ist. Allerdings kam mir das Indect-Projekt sehr schnell äußerst bekannt vor. Es gibt nämlich andere, die diese Systeme seit ungefähr 15 Jahren betreiben, und das sind die Militärs. Und genau in diese Familie der militärischen Gefechtsfeldzentralen gehört das Indect-Projekt. Es ist strukturell, wie von den Komponenten her, absolut vergleichbar. Und da möchte ich euch so ein bisschen näher bringen, wo die das herhaben und wie sie darauf kamen, wer dahinter steckt, wer Geld gibt und wer lobbyiert für so ein System. Da gibt es nämlich ein paar. Das ganze Indect-System hat einen grundsätzlichen Bug drinnen, der das System as is vollkommen unmöglich macht, es irgendwo in Europa einzusetzen. Und das wird auch noch, wie es aussieht, auf absehbare Zeit so bleiben. Das heißt, es ist ein fundamentaler Bug drinnen. Etwas, was Sie als gegeben voraussetzen, ist gesetzlich verboten in ganz Europa und nicht nur gesetzlich verboten, sondern auch technisch verboten. Aber da kommen wir dann dazu. Wie gesagt, das ist nicht das erste System, wo man sagt, dass militärische Technologie in den Zivilsektor, Trickle-Down-Effekt nennt man das, Heruntertröpfel-Effekt. Das heißt, das ist eine Technologie, die wurde zuerst mal für militärische Anwendungen entworfen und irgendwann dann, Sie kennen das ja, Public-Private Partnership, überlegen sich die beteiligten Firmen, wenn wir schon das ganze Grapfel da zusammengestellt haben für die Militärs, das müssten wir doch noch ein paar Mal anders auch verkaufen können, indem wir so funktionieren. Schauen wir mal, werfen wir einen kurzen Blick, welche ganz eindeutig vom Militär entwickelten Technologien und was aus denen geworden ist. In den 40er Jahren haben die Alliierten Frequenzmultiplexing eingeführt und Frequency Shifting. Das heißt, sie haben nach einem vereinbarten Muster die Funkkanäle gewechselt, wenn sie miteinander kommuniziert haben an der Front. Das macht großen Sinn, weil beim Militär hat die Funkortung natürlich einen anderen Zweck als im zivilen Bereich. Das heißt, wenn ein Funksignal aufgefangen wurde, dann besteht relativ große Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Viertelstunde ein Flieger daherkommt und dir eine Bombe auf den Schädel haut, wenn es lokalisiert werden konnte. Das heißt, das war für die Militärs total wichtig. Erstens wegen der Abhörsicherheit und zweitens wegen der physischen Sicherheit der Leute.
Naja, genau diese Technologie wurde dann danach in den zivilen Sektor übernommen, weil man draufgekommen ist, dass man eigentlich mit derselben Technologie, wenn man das über Kabel drüber jagt, kriegt man plötzlich über eine Leitung, über die man sonst nur ein Gespräch drüber kriegt, 15. Aha, also hat man das als Basistechnologie genommen für sämtliche analogen Telefonzentralen. Genau dieses Frequency Multiplexing aus dem Weltkrieg, und mehr oder weniger alle analogen Telefonnetze haben sich dessen bedient. Gleichzeitig im Krieg Freund-Feind-Erkennung. Jeder Flieger hatte in seiner Nase und hat heute noch so ein Funkgerät drinnen, das analogen Datenfunk ausstrahlt. Das heißt, er funkt die ganze Zeit nichts als die Kennung des Fliegers. Das machen übrigens alle Zivilflugzeuge bis heute, und darum kann man auch so schöne Karten von denen mit fast Echtzeitdarstellungen bilden, weil man die relativ einfach auffangen kann, bis in so ungefähr im 1 GHz Bereich, und wenn du da so ein kleines Kästchen anhängst, dann kriegst du einfach den Datenfunk raus. Das war das Wesen. Warum? Naja, Freund-Feind-Erkennung. Jeden Morgen gab es einen anderen Code, und dann sah man schon, man sah einen Flieger herannahen, wusste nicht, wer es ist, sendete er den richtigen Code aus, was ein eigener, sendete er nicht, feuerfrei. Also so lief das. Und das Interessante ist, dass das wurde die Basis nicht nur für den Datenflugfunk bis heute. Flugfunk ist nichts digitalisiert, aber dazu kommen wir noch. Das ist stockanalog von vorn bis hinten geblieben. Da ist nichts digitalisiert dran. Und wenn Sie irgendwas vom Bordrechner von irgendwelchen Fliegern hören, dann sind das die Rechner, die Hilfsaufgaben machen und auch für das Entertainment an Bord sorgen. Dafür braucht man Computer. Für den Rest haben die alle ihre alten analogen Instrumente in dreifacher Ausfertigung. Falls mal eines ausfällt oder falsch anzeigt, schaut man auf die anderen beiden. Das ist eine Technologie, die sich als irrsinnig widerstandsfähig erwiesen hat. Sie ist mit nichts kaputt zu kriegen irgendwie. Es kann auch keinen Softwareabsturz geben, dabei, weil es keine Software gibt. Und genau auf das legen die Wert, höchste Sicherheit, weil sonst würde irgendwann jedes Flugzeug irgendwann mal runterfallen. Und das wäre dann doch eine Rate, die wir uns nicht leisten können. Ja, im Jahr 1973 hat das Pentagon als Maßnahme gegen mögliches Abhören seine Netze digitalisiert, mit so etwas Ähnlichem wie ISDN. Naja, Ende der 80er Jahre haben sie das in allen Telefonnetzen gemacht. Und wie ihr seht, immer ist der erste Verwendungszweck einer Technologie ein ganz anderer als danach. Multiplexing zur Tarnung, danach Multiplexing, um viele Telefonate abzuwickeln. Freund-Feind-Erkennung, ganz klare Sache, du musst wissen, schieße ich ihn ab oder schieße ich ihn nicht ab. Und danach sind unsere Funkchips im Pass, sind natürlich viel komplizierter, aber sie funktionieren im Wesentlichen nach demselben Prinzip. Du sendest irgendwo drauf und das Ding schickt dir ein Echo zurück. Das macht das Ding im Pass, ja? Halt auf nächste Distanz. Ja? Und das Echo kannst du auffangen und auslesen, wenn es im Klartext ist. Und so ist diese Funkchip-Technologie entstanden. Die erste Anwendung war riesengroß, kriegerisch und sonst was, und am Schluss ist so ein kleines Ding übrig geblieben, dass sie jetzt schon anfangen, massiv also im Retail-Bereich einzusetzen. Im Lagerbereich sind die schon überall. Das ist alles Funkchip gesteuert, und auch die gesamten Lagerlogistiken laufen drauf, ist klar, weil die Technologie nützlich für so etwas ist, wenn du weißt, wenn du an einem Regal vorbeifährst und da funkt heraus aus dem Regal, hallo, hier sind 10 runter, wir warten
dass sie abgeholt werden. Das heißt, wenn sich die Dinge selbst identifizieren. Ja, gehen wir weiter. 96, da war das Netz schon sehr, sehr stark im Kommen und zufälligerweise mit der Geburt des WWW, die man irgendwann zwischen 93 und 94 ansetzen kann, kamen die Militärs, die ja auch aus deren Domäne eigentlich das Network Computing kommt. Ich erinnere nur daran, dass der Vorläufer des Internet, das ARPANET, ARPA ist eine militärische Agency, Advanced Research Projects Agency, also das ist eine Militärabteilung und sonst gar nichts. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht alle Technologien aufgezählt, weil es kommen irrsinnig viele aus der Militärdomäne, weil das sind immer die als erstes drahtlose Kommunikation brauchen. Bei denen geht, die müssen funken und sind deswegen im Bereich der Kommunikation natürlich sehr, sagen wir, sehr vorne dran, weil es für die Militärs natürlich auch einen nicht nur einen taktischen, sondern einen strategischen Vorteil bringt, wenn sie selbst gesicherte Kommunikation haben und die Feindkommunikation kann abgehört werden. Das ist, sagen wir, eine gültige Militärregel, seit es Militärs gibt. Ich würde mal sagen, seit der Spiegel- und Feuertelegrafie der alten Griechen, mit der sie die Perser in die Knie gezwungen haben. So ein Kommunikationsinstrument. Ich kann das später mal kurz ausführen, wenn Sie Lust habt, aber das würde hier aufhalten. Wie gesagt, die Militärs sagten, Netz, Command, Control, das können wir brauchen. Wir kriegen so die Informationen von hinten aus dem Generalstab direkt an die Front, wenn die vernetzt sind. Wir müssen die irgendwie vernetzen. Ja, dann haben sie zuerst einmal angefangen, ihre drahtgebundenen Netze zu machen und haben mal geschaut, was sie damit anrichten können. Und dann haben sie angefangen, ihre Warrooms, ihr müsst euch vorstellen, im ersten Golfkrieg waren das Karten, die aufgehängt wurden, da wurde mit Stiften drauf rumgemalt. Das war fast alles noch auf Papier. Und dann fingen die an, das Ganze eben zu elektronisieren und auf Monitore reinzuspielen. Das hatte den Vorteil, dass man über Kameras auch in Echtzeit wo zuschauen konnte. Und ab 96 war das schon mehr oder weniger offizielle Doktrin. Da hieß es Full Spectrum Dominance, das bedeutet nichts anderes als das gesamte Funkspektrum gehört uns. Fertig. Wir dominieren alles, wir wissen alles, was wo funkt, und das ist unser Ziel. Naja, und dann fingen sie mal an mit C2, Command Control. Das war eigentlich noch sehr nahe am alten Konzept. Wir haben einen Warroom, da treffen wir uns alle, dort ist Command Control. Also Generalstab eigentlich, würde man sagen. Dann kam C3, Command Controls Computers. Das heißt, es wurde schon rechnergestützt gemacht und dann kam das vierte C dazu, Communications. Na ganz klar, das benutzt man, um zu kommunizieren. Das heißt, sie haben ihre eigenen Kommunikationsnetze an dieses System angedockt und versucht, das alles möglichst unter einen Hut zu kriegen, dass der Generalstab möglichst über alle Funktionen, über alle Informationen verfügt, die auch weiter draußen verfügbar sind. Es sind immer mehr Technologien dazugekommen. Dann gab es Satellitenaufklärung, das heißt, es wurden Satbilder eingespielt, aber nicht live am Anfang, sondern zeitversetzt, weil das live nicht ging, weil sie das Material live nicht reinkriegten, weil sie nicht die Infrastruktur hatten, die Bilder direkt vom Bord eines Fliegers sofort in das C4-System hineinzuschießen. Naja, und sie kamen immer näher an die Echtzeit ran. Man sieht es jetzt gleich hier, da ist schon Information Age Warfare, ja? Und Situational Awareness und das Global Information Grid. Diese Schlagzeilen, also diese Schlagwörter bezeichnen, das Global Information Grid ist
wir haben ein vernetztes Kommunikationssystem. Wenn wir an die große Videowall mit den 30 Monitoren gehen, dann sehen die Generäle alles, was sich von Relevanz irgendwo abspielt. Es sind alle Nachrichten da sozusagen auf einem Grid zusammengefasst. Naja, in der Operation Desert Storm, das war, da hat sie Saddam Hussein das erste Mal aufs Dach gehaut haben, nachdem dieser irre Kuwait überfallen hatte. Sie brauchten von den, ich weiß nicht, ob Sie euch an den ersten Golfkrieg erinnert, das war eine Sensation, dass man im Fernsehen sehen konnte, was der Pilot an Bord des Fliegers sieht, über die Zerstörung irgendeines Objekts. Das hast du ja die ganze Zeit gesehen, irgendwie so in flimmernden Schwarz-Weiß-Bildern, irgendein Gebäude von oben und dann sahst du plötzlich eine schwarze Wolke und das Gebäude war irgendwie, dann danach sind wir nicht mehr im Originalzustand, sondern reichlich limitiert. Und das dauerte aber, die Bilder kamen alle zeitversetzt ins Fernsehen, während im Golfkrieg 2003 waren Aufklärung, Zielerkennung, Erfassung und Zerstörung schon ganz nahe an der Echtzeit. Das heißt, was früher einen Entscheidungsspielraum vielleicht von 24 Stunden oder gar 48 Stunden hatte, das hatte im zweiten Golfkrieg noch einen Entscheidungsspielraum von 10 Minuten. So circa. Also da bist du schon direkt live in der Kampfhandlung mit drinnen. So hat sich das entwickelt und diese Art von Technologie ist bei keiner hochgerüsteten Armee der Welt irgendwie mehr wegzudenken. Die arbeiten alle gleich inzwischen, halt je nachdem, wie fortgeschritten und wie technisch gut ausgerüstet das jeweilige Militär ist. So, und dann jetzt kommen wir schon zur Familie entdeckt. Es wurden immer mehr Sensoren angeschlossen, gerade im zweiten Golfkrieg jetzt, ab 2003. Das war sehr interessant. Da sind nämlich zu den normalen Sensoren, also man sagte, Videokameras waren die ersten Sensoren. Die Militärs nennen alles Sensoren. Auch mein kleiner Funkscanner, den ich da habe, wo ich immer ein bisschen zuhöre, was gerade los ist in der Stadt, das gibt auch als Sensor. Die Funkscanner setzen sie zum Beispiel im Irak dafür ein, um Signale der Aufständischen auch weiter draußen im Gefechtsfeld zu lokalisieren und um fernzündbare Bomben zu entdecken. Das war das Haupteinsatzgebiet für die Funkscanner und ist es bis heute. Sämtliche Drohnen dort, Aufklärungsdrohnen, sind mit solchen ausgerüstet und die fahren in einem Affentempo über alle möglichen Frequenzen drüber und in dem Moment, wo sie ein verdächtiges Signal entdecken, schlagen sie Alarm und und es wird sofort auf dieser Frequenz ein breitflächiges Störsignal draufgefahren, dass die ihre Bomben nicht per Funk zünden können. Und diese Technologie hat also wirklich erstaunlich gut funktioniert, dafür, dass es der erste Fall war, wo sie direkt angewendet wurde, und zwar breitflächig. Gab es früher so wirklich alle paar Tage haben die so einen Hammer in die Luft gejagt und die Amerikaner hatten kein Mittel dagegen. Mit diesen Funkscannern haben sie die ganz schön in den Griff gekriegt. Die haben alles Mögliche benutzt, um diese improvisierten Bomben zu zünden. Diese improvisierten Bomben muss man sich so vorstellen, da hat jemand unter Lebensgefahr Artilleriegeschosse auseinandergenommen und den Sprengstoff verwendet, um ein IED zu bauen. Die heißen Improvised Explosive Devices. Das heißt, das sind selbstgebaute Bomben und da haben sie natürlich irgendwas benutzt, um die zu zünden. Du kannst die Dinger mit einem Handy zünden. Du kannst die Dinger mit allem zünden, was ein Signal abschickt,
Und als sie etwas in Bedrängnis kamen, weil diese kleinen Walkie-Talkies, die sie dann meistens benutzt haben, da sind ihnen die Amerikaner relativ bald draufgekommen und die haben einfach alle diese Frequenzen systematisch aus dem Äther geblasen mit Störsendern, ging nicht mehr. Dann haben sie andere Sachen probiert und dann haben sie Babyphones genommen. Babyphones geht's auch, aber du musst ein Kabel dazwischen haben. Und zum Teil haben sie diese Bomben auch wieder schlicht verdrahtet und haben 100 Meter Draht gelegt und haben dann halt irgendwo auf den Zündmechanismus draufgehauen. Das heißt, diese C4-Systeme dort mit den Drohnen, ohne Drohnen sind die nicht denkbar, weil Drohnen sind die gesamte Nahaufklärung. Diese C4-Systeme, die wurden immer mehr, es ist immer nur die Rede von Drohnen, die irgendwelche Hellfire-Raketen abschießen. Das ist bei Weitem nicht der Haupteinsatzzweck von Drohnen und das ist bei Weitem nicht das Wichtigste, weil dasselbe kann ja ein Kampfflugzeug auch. Oder du schickst überhaupt eine Cruise-Missile hin, die ja eigentlich auch eine Drohne ist, die aber halt, sagen wir, in der Regel den Einsatz nicht überlebt. Eine viel wichtigere Rolle spielen die Drohnen in der Aufklärung, weil das ist das Um und Auf. Du musst in die nächste Straße schauen können, ob dort ein Maschinengewehernest ist oder nicht. Das kann kein Kampfflieger. Der ist viel zu schnell, der fetzt drüber und der kann vielleicht dann geschwind ein Bild drüber schießen, aber er kann nicht draufbleiben. Er ist für Nahfeld-Reconnaissance einfach nicht geeignet. Dito die Hubschrauber. Viel zu laut, viel zu groß, viel zu leicht abzuschießen, wenn sie niedrig fliegen. Gefährlich. Und daher hat man eben immer mehr zu Drohnen gegriffen und die waren eigentlich von Anfang an der einzige wirkliche Benefit, den sie hatten, das war Aufklärung. Das Ding kann alles, wenn man sich anschaut, du hast da Infrarotkameras, Infrarotsensoren drauf, das heißt, du kannst in der Nacht schauen, wer herumrennt. Diese Sensoren sind nicht nur drohnengestützt, sondern sind auch an gewissen neuralgischen Punkten eingebaut. Dort, wo man etwas erwartet, dort, wo man sagt, das ist ein wichtiger Punkt und da würde ich gehen sollen und eben, die machen alle möglichen Sachen. Radar natürlich auch, das ist vor allem für Entfernungsmessungen und Objekterkennung. Und dann gibt es noch LIDAR. Das ist eine Technologie, die sehr ähnlich dem Radar funktioniert, aber mit Licht, sprich mit Laser operiert. Die kommt nicht aus der Militärsphäre, sondern aus der Weltraumforschung. Da hat man mit starken Lasern, mit denen man irgendwelche Planeten oder so beschossen hat, ganz einfach nur geschaut, was reflektieren die zurück und hat dann Rückschlüsse auf die Beschaffenheit dieses Sterns oder des Planeten geschlossen. Der Haupteinsatz von LIDAR, das haben wir übrigens, dann haben es die Militärs übernommen, weil die sahen, dass man mit dem noch andere Sachen machen kann. Also ihr seht, es geht nie so linear. Krieg ist der Dinge, Vater aller Dinge, wie die Faschisten gerne sagen. Stimmt nicht. Das ist nur eine erratische Entwicklung in den letzten 100 Jahren, weil es so viele Kriege, so viel Rüstung und so viel Geld für die Militärs gab. Deswegen haben die auch so viel erfinden können. Das LIDAR kennt ihr alle. Meist wenn ihr einen Führerschein habt, ist es möglich, dass ihr sogar schon LIDAR-Leidtragende wart. Die Kennzeicheneinlesungsgeräte funktionieren mit LIDAR. Light Emission and Detection Dingsbums Radar. Das heißt, es ist wieder eine Technologie. Die Amis benutzen LIDAR zum Beispiel, um für den Häuserkampf in Bagdad 3D-Modelle von Straßen darzustellen. Weil das eben sehr viel genauer ist als Radar. Radar ist eine relativ brutale und ich würde mal sagen
Long Range Technology, während LIDAR äußerst genaue Bilder aus der näheren Umgebung bringt, und wenn du das Ganze dann in irgendeine Rendering-Maschine reinschmeißt, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es machen, aber ungefähr so, dann kriegst du irgendwie schöne Einblicke, was in der Nebenstraße, in die du nicht reinschauen kannst, denn so alles los ist, weil LIDAR ist unglaublich detailliert. Ihr müsst euch vorstellen, das muss bei eng aneinanderfahrenden Autos, also es gibt nur ganz kurze Zeiten, wo es überhaupt das Kennzeichen erfassen kann, muss es jedes Kennzeichen erfassen und so genau einlesen, dass kein Fehler dabei ist. Es ist aber meistens nur für eine ganz kurze Zeit überhaupt im Fokus der Kameras, weil dann muss ich auf das nächste schauen. Und das hat natürlich die alle dazu gebracht, dass das immer weiterentwickeln, weil man das für einfach ziemlich viele Anwendungen gebrauchen kann. Naja, die C4-Systeme wurden immer mehr verfeinert. Da gab es spezielle, ich zeige euch dann ein paar Beispiele, da gab es spezielle Systeme, wie sie der Generalstab verwendet. Da sind natürlich keine Drohnen eingebunden, sondern der Generalstab ist verbunden mit einer Datenbank, wo alle Ergebnisse von der Drohnenbeobachtung reinfließen. Das heißt, je länger ein System im Namen ist, muss nicht bedeuten, umso wichtiger ist es, sondern es bezeichnet eigentlich nur die Art seines Einsatzes. Naja, C4 plus Intelligence, na, dann ist das klar, das ist Militärgeheimdienstdomäne, plus Surveillance und plus Reconnaissance. Surveillance und Reconnaissance ist exakt das, was die Drohnen betreiben. Reconnaissance heißt einmal einen Aufklärungsflug und die Resultate sofort nach Hause funken. Surveillance heißt, ich bleibe vor Ort und beobachte die weiteren Entwicklungen und beobachte das laufend. Und also so definieren das im Wesentlichen die Militärs. Und so ein System, das genau das kann, was Indect kann, heißt im Militärbereich einfach C4 ISR. Ganz einfach, das ist der Typus ist so. Das heißt, immer was drinnen ist. Command, Control, also stellt euch vor, die Cops an den Bildschirmen, das ist Command Control. Communications, das Kommunikationssystem, mit dem sie untereinander und mit den Einheiten, die unterwegs sind, kommunizieren, und Surveillance und Reconnaissance, das sind die Drohnen, die Sensoren, die Videokameras, GPS und so weiter, also alles das, was für diesen Zweck dient und das wir ja schön geordnet im Index-Projekt für den urbanen Raum wiederfinden. Intelligence, das wären zum Beispiel diese spezielle Polizei-Search-Engine, die da in diesem Indect-Setup enthalten ist. Dann gibt es noch so etwas wie Relationship Mining, das heißt etwas, wo ich versuche, Zusammenhänge zwischen Personen herzustellen, indem ich schaue, wie kommunizieren sie miteinander in Foren. Ist vielleicht jemand, der unter einem Pseudonym in diesem Forum ist, identisch mit einem anderen Pseudonym in einem anderen Forum und. Command Control wäre dann drinnen das Crisis Management System. Das ist sozusagen das Element von Indect. Jemand fällt hin, die Videokamera sieht das und die Software schlägt Alarm und sagt: Obacht, Monitor 18 bitte gucken, ungewöhnliches Ereignis dort. Das hat damit zu tun, weil die Polizei vor allem in Großbritannien, bei dem dort herrschenden Overkill an Kameras, sie haben eins nicht bedacht dabei. Die Kameras wurden zwar immer billiger, die Systeme wurden immer billiger, das heißt, man konnte eigentlich haufenweise Kameras aufhängen. Auch mit der Vernetzung war das nicht mehr so ein Problem. Ich meine, ich sage nur,
überall Mobilfunknetze, überall Internetanschlüsse, das ist kein Problem. Aber eins haben sie vergessen dabei. Für jede Kamera brauchst du auch einen, der sich's anschaut, weil sonst ist die ganze Überwachung für den Hugo. Wenn niemand da ist, der wirklich überwacht, sondern wenn da eine Kamera vor sich hin filmt, naja, wie kommt man dann drauf, dass da überhaupt was Relevantes passiert ist oder ist was Relevantes passiert? Man weiß es nicht. Also haben sie dieses System sich ausgeheckt, dass da in die Kameras drin, dass die Software trainiert wird auf ungewöhnliche Ereignisse, die man halt vorher definiert. Und da haben wir diesen wunderbaren Indect-Beispielskatalog von der polnischen Polizei zusammengestellt, das ist zum Schreiben. Wenn jemand zum Beispiel untertags in einem Park herumlungert, herumlungern ist bereits ein abweichendes Verhalten. Und dann werden noch verschiedene Arten des Herumlungerns unterschieden anhand der Zeit. Herumlungern in einem Park untertags, okay, das ist keine verdächtige Handlung, weil es ja doch so viele Obdachlose und sonst was gibt. Aber herumlungern in der Nacht in einem Park, das ist schon ganz etwas anderes. Da geht gleich mal ein Alarm ab, wenn man sowas sieht. Beziehungsweise jemand stellt einen Koffer ab und geht weg. Das ist auch ein absolut als Alarmfall definiert. Also da müsste bei mir das System dauernd Alarm schlagen, wenn ich unterwegs bin und mein Funkgerät raushole und schaue, ob dann jetzt der Amateurfunkrepeater zu erreichen ist, und dann gehe ich ein bisschen unterm Bahnhofsdach vor, dass ich besser Empfang habe und besser rauskomme und bin schon 5 Meter weg von meinem Koffer. Alarm! Ja. Das ist das militärische Gegenstück zu Indect. Und zwar eines für den operativen Einsatz. Ich zeige euch, wie das ungefähr ausschaut. Hier haben Sie sogar schon unbemannte Fahrzeuge dabei. Hier ein unbemannter Helikopter, da habe ich euch auch eine lustige Anekdote zu erzählen, was mit der einzigen Helikopterdrohne der Amerikaner los ist, ist zum Schreien komisch. Da haben Sie die Bodeneinheiten, das ist nur so schematisch dargestellt. Da ist alles, was in der Luft ist. Flieger, jetzt haben Sie Drohnen auch drauf, irgendwas dürfte davon auch Drohnen sein, Flieger, und oben drüber hast du den Satellitenlayer. Die bringen Aufklärungsdaten von oben, hochauflösende Bilder und vor allem GPS-Daten, dass man es exakt lokalisieren kann. Das ist ein C4ISA, schematisch dargestellt. Es ist sozusagen also der Außenbereich dargestellt, der Verarbeitungsbereich nicht, aber zu dem kommen wir gleich. Das da ist das System des Generalstabs der neuseeländischen Armee, Navy. Das ist auch klar, hier sind die Datenverarbeitungseinheiten, da steht Government und nationale Koordination. Hier hast du auch zivile Flieger, die müssen sie mit erfassen, weil wenn die da Drohnen fliegen lassen, die Drohnen können mit den zivilen Fliegern nicht interagieren. Der Flugfunk funktioniert auf AM-Sprechfunk, Drohnen sprechen nicht. Hier hast du die Flotten eingebunden und da, wie gesagt, laufen die gesamten Informationen zusammen und werden im Generalstab verarbeitet. So schaut das Zeugs vom Blockschaltbild aus. Das ist auch ein Generalstabssystem, man sieht es hier. Da die Datenverarbeitung, da hängen sie auch noch am Internet dran und da sind die verschiedenen Armeeeinheiten angeschlossen und der Rest ist nur im Block dargestellt. Das ist sehr verkürzt. Da sind alle Sensoren und da sind alle Waffensysteme. Da seht ihr schon, Sensor meldet hier,
der verarbeitet das, haut mit den Waffensystemen auf das Ziel drauf und der Generalstab erfährt sofort. Das ist, so arbeiten die Dinge im Wesentlichen, und wenn du das System so hintust, du brauchst nur die einzelnen Teile anders zu benennen, dann hast du Indect. Und so sieht Indect aus. Ich meine, du hast statt Panzern Polizeiwagen drauf, statt Kampfflugzeugen hast du so eher kleinere Drohnen für den zivilen Einsatz, und dann hast du ein VHF-Funknetz, über das Ganze abgewickelt wird. Also alles, was on the road ist. Und da sieht man halt, da landet es wieder in der Kommandozentrale. Und also es ist, wie gesagt, ganz eindeutig, es ist ein absoluter Klon von einem Militärsystem. Das Einzige, was sie nicht dabei haben, ist, sagen wir, Marschflugkörper, Raketen, Flammenwerfer, Maschinengewehre. Das ist einstweilen zur Kontrolle des urbanen Raums offenbar noch nicht notwendig, aber es könnte ja mal sein. Wasserwerfer gibt es dann schon. Wasserwerfer, ja, also das würde ich sagen, da haben sie ja geschummelt. Diese Polen und Briten, Verkehrsflugzeuge wollen sie auch schon abschießen, wenn es entführt sind, ne? Stimmt. Ich sage, Verkehrsflugzeuge wollten sie auch schon abschießen, wenn sie entführt werden, also von daher, so weit ist es nicht weg. Ja, das ist eine völlig müßige Sache. Ich habe mir gestern, ich lese sehr gern so Zeitschriften, die sich speziell an Militärs richten. Neuigkeiten in der internationalen navalen Kriegsführung. Interessant. Da wurde immer so gesagt, ja, so gefährlich, diese tragbaren Raketen und Zivilflugzeuge und so. Es gab in der Geschichte der Luftfahrt bis jetzt 40 Zwischenfälle mit zivilen Flugzeugen und tragbaren Raketen. Sämtliche Abschüsse oder Angriffe fanden in Kriegsgebieten statt. Bis auf einen einzigen. Also dafür, dass diese Gefahr so nahe treut und wir uns dagegen wappnen sollen, ist es nicht. Der Grund dafür ist laut offiziellen militärischen Angaben, Terroristen können mit diesem Zeugs nicht gescheit umgehen. Und das ist der Punkt, die sind nämlich nicht trivial zu handhaben, gehen irre leicht kaputt und sind total anfällig, wenn sie falsch gelagert sind. Die funktionieren dann einfach nicht mehr. Außerdem haben sie generell eine begrenzte Lebenszeit. Das heißt, nach 2 Jahren kannst du das Ding auf den Schrott schauen, weil der Sprengstoff nicht mehr zündet. Das heißt, ich habe mich selbst immer gewundert, wenn das so einfach geht, warum tun die das nicht? An die Dinge ist schwer ranzukommen. Es gibt wenig Leute, die ausgebildet sind dafür, die es können. Und dafür muss man ausgebildet sein. Das schaut nur so einfach aus. Ich lege mir das Rohr auf die Schulter und schieße den Flieger ab. Das ist nicht einfach. Das ist alles andere als trivial. Das musst du mindestens 5-mal probiert haben, bevor du sagen kannst, okay, ich kann mit dem Ding umgehen. Das heißt, hier haben wir zum Glück eine relativ komplexe Technologie, die eben zum Glück nicht so einfach ist wie die AK-47, wenn die Kalaschnikows, die du nach 2 Jahren aus dem Wüstensand ausgrabst und sie schießt sofort. Die Raketen nicht. Einmal feucht geworden und das Ding ist hinzuschmeißen. Ja, so schaut unsere urbane Zukunft aus mit einem vollständig dem Militär nachempfundenen System. Das wird dann auch ein Objekt vielleicht der Diskussion und des Dialogs sein. Wird das unsere Gesellschaft verändern, wenn plötzlich immer mehr militärische Systeme zivile Anwendungen kriegen? Diese Systeme sind geschaffen, um zu töten. Diese Systeme sind menschenfeindlich. Diese Systeme sind zu niemandes Schutz. Das sind Angriffssysteme. Ihr Ziel ist es, letal zu wirken. Und dann so ein Ding umbauen und sagen, das wird jetzt eine Segnung für die Zivilgesellschaft,
dazu glaube ich, muss man schon ein Bulle sein und aus Nordirland oder aus Polen kommen, dass man das glaubt. Das ist diese Indect-Führung. Ich weiß nicht, wie weit über die Unterrichterzeit, wer dort das Sagen hat. Das absolute Sagen haben die britischen Cops und die polnischen Cops. Sonst niemand. Die besetzen auch den Ethikrat, haben alle Schlüsselfunktionen und das sogenannte Ethikrat des Indect-Projekts, also ein völlig unverschämtes Feigenblatt, ja? In diesem Ethikrat, der Chef dieses Ethikrat ist ein Bulle. Der Datenschützer, ein Bulle. Und die Senioreninstanz in diesem Ethikrat ist der pensionierte Ex-Polizeipräsident von Boeing. Die wachen über die Einhaltung unserer Privatsphäre. Ich meine, wie man das so eine Unverschämtheit auch nur öffentlich machen kann, und wenn dann dieser Kasperl auftritt, dieser Karrierist von dieser polnischen Uni, Leszczuk oder so heißt, ja, und dann irgendwas erzählt, das ist ja nur ein Forschungsprojekt und das wird ja alles so kontrolliert. Ich meine, ich habe nur lachen können, als ich das gehört habe. Der Ethikrat, das klingt ja schon nach Orwell. Der Ethikrat besteht aus Bullen, geh bitte. Was ist denn das für ein Ethikrat? Und in dem Ethikrat stellen wir vor, Psychologen, Ethiker vielleicht, Theologen, Mathematiker. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Da finden Sie aber auch die passenden. Ja, sehr sicher. Das Lustige ist, dadurch, dass der Ethikrat über die Einhaltung der Ethik wacht, ist gesorgt, dass absolut jedes Deliverable, also jeder neue Teilbeitrag zum Indect-Projekt über die Schreibtische der britischen Bullen läuft. Nur dazu ist er da. Die sitzen wir haben einen Ethikrat, aber gleichzeitig sorgen wir damit dafür, dass wir als erstes die gesamte Information haben und deren Veröffentlichung verhindern können. Das erklären sie ja. Wenn irgendwelche Indect-Dokumente geeignet wären, das Ansehen von irgendjemandem zu schädigen, der sie veröffentlicht hat oder der vorkommt drinnen, dann wären sie nicht veröffentlicht. Na super, das ist ein Ethikrat, das braucht man als Aufseher. Das heißt, das Ganze ist nichts als ein Beobachtungs- und Zensurinstrument, wobei ich nicht dagegen eintrete, dass jemand von den Piraten sich dorthin mal einladen lässt. Das ist Intelligence für uns, also bitte geht hin. Aber versprecht euch nichts davon. Das Einzige, was man wozu es nützlich wäre, ist, dass wir selbst ein bisschen besser informiert sind, als wir jetzt sind, weil wir ja alles immer nur erst hinten nacherfahren. Da wird es wahrscheinlich auch außerdem ein NDA geben, Non-Disclosure, also die dürfen dann wahrscheinlich nicht mal drüber reden. Wenn es ein Non-Disclosure gibt, rate ich strikt ab hinzugehen. Weil dann ist es echt für ein Hugo, wenn es ein No-Disclosure gibt. Ich unterschreibe niemals NDAs. Niemals. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist Selbstkastration. Dann braucht man überhaupt nicht mitmachen. Wenn es ein NDA gibt, dann muss mich jemand schwerstens als Konsulent bezahlen für einen kommerziellen Auftrag. Okay, da halte ich mich dran. Aber bei so etwas, wenn die ein NDA verhängen, dann würde ich euch strikt abraten, dort jemanden hinzusenden. Jemand, der nicht reden kann, ist kein Kontrolleur. So, ja, da war es, da hat sich deswegen, irgendwie, Moment, muss ich nochmal durch, irgendwie hat sich die letzte Seiten aufgehängt. Darum habe ich immer diese Fehlermeldung bekommen. Aber es ist, ihr versäumt nicht sehr viel.
blöderweise. Aber es fehlen nur 2 Zeilen. Naja, wie gesagt, das Routing im zivilen Luftverkehr findet mit Sprechfunk statt. Das heißt, ein Pilot meldet sich mit Sprechfunk jeweils beim nächsten Kontrolltower, beim Luftraumüberwachungssystem und fragt, ob er schon gesehen wird am Radar. Und die sagen, naja, wir haben sie am Radar, und dann sagt er, er fliegt dort und dorthin. Das geht alles in relativ kurzen, in einer sehr formelhaften Sprache. Und dann sagt ihm der Fluglotse, er sagt zum Beispiel, er möchte in Schwächert landen, und sagt der Fluglotse, gehen zu Flight Level sowieso. Keine Einschränkung bezüglich der Geschwindigkeit, oder er sagt Geschwindigkeit auf so und so viel Meilen pro Stunde. Und sagt vielleicht noch irgendwas, wenn es gefährliche Wetterverhältnisse gibt. Der Pilot muss das alles wiederholen am Funk, zum Zeichen, dass er es verstanden hat. So funktioniert das Routing im Luftverkehr. Da gibt es nichts Automatisches. Man kann sich schon am Funkfeuern und sowas orientieren, aber das ist nur Orientierung, das ist nicht Routing. Das heißt, wer nicht AM-Sprechfunk beherrscht, kann am Flugfunk nicht teilnehmen. Und das sind die Drohnen. Deswegen ist der zivile Luftraum generell für unbemannte Flugzeuge gesperrt. Fertig, aus. Die können nicht ausweichen. Sie können auch nicht vereinbaren, auszuweichen. Die Fluglotsen sagen zum Beispiel, ich war ein paar Mal dabei, wo 2 auf Kollisionskurs waren. Also ich habe zugehört. Sagen die Fluglotsen dann, Alert, und dann sagen sie ganz schnell zu dem einen, 200 Meter steigen und zum anderen 200 Meter sinken. Das müssen Sie aber zweimal wiederholen, dass nämlich wirklich der eine steigt und der andere sinkt und nicht beide gleichzeitig dasselbe machen, weil dann können Sie erst wieder zusammen. Das heißt, jemand, der das nicht versteht, kann nicht mitfliegen und ist eine Gefahr. Und das sind die Drohnen. Und jetzt gibt es, ihr seht ja, das ganze Indect-System, also die wichtigsten Teile des Indect-Systems bauen auf luftgestützten Sensoren auf. Naja, die dürfen Sie das sicher in den nächsten 5 Jahren nicht verwenden, weil es einfach zu gefährlich ist. Da steigt halt lassen eine Drohne aufsteigen und da fliegt ein ziviler Flieger drüber und kracht in die hinein oder ist irritiert oder sonst was und die kann nicht ausweichen, weil die fliegt stur ihre GPS-Route beziehungsweise wie sie halt gesteuert wird. Aber meistens fliegen die Dinger den größten Teil der Strecke fliegen sie ganz einfach autonom. Ja? Im Kampfeinsatz zum Beispiel werden die Drohnen nur beim Start und bei der Landung manuell geflogen. Vor allem die Flügeldrohnen, also die Flugzeugnachgebauten Helikopterdrohnen haben sie nur eine einzige. Und die leistungsfähigste Helikopterdrohne, die es weltweit gibt, die kommt aus Wiener Neustadt in Österreich. Die fliegt inzwischen überall in Bagdad herum. Es ist die einzige Helidrohne, die funktioniert, weil sie haben immer die gleichen Kisten gebaut. Wie viel Hellfire-Raketen kriegen wir da drunter? Wie viel Marschflugkörper kann das Ding tragen? Alle diese Drohnen, die sie da täglich nach Pakistan schicken, das sind reine Killerinstrumente. Die heißen auch so. Reaper. Der Grim Reaper, das ist der Sensenmann, der grimme Schnitter. Und die Drohnen heißen Reaper. Und das sind reine Killer. Das sind reine Waffenträger, die automatisch wohin fliegen und dann irgend so ein pakistanisches Bauernhaus in die Luft jagen mit der gesamten Großfamilie drinnen, weil halt 1, 2 von denen verdächtigt werden, bei den Taliban mitzumischen. Das passiert zu jedem zweiten Tag in den Standesgebieten in Pakistan. Was sie nicht haben, sind langsam fliegende Drohnen. Die bräuchtest du für den urbanen Einsatz. Die sind alle nur dazu da, dass sie möglichst viel Payload tragen können
Und da haben sie einen einzigen Hubschrauber. Und mit dem ist circa 3 Monaten etwas total Witziges passiert. Der schaut schon so schräg aus. Das ist ursprünglich ein Personenhelikopter der Firma Schweizer. Die Firma Schweizer, die baut so verschiedene Geräte, unter anderem bringt sie auch so das berühmte Schweizer Offizierstaschenmesser auf den Markt, unter dieser Marke. Und dieser Ein-Personen-Heli, so ein Mini-Heli, den gibt es schon länger. Wenn sie selbst keinen hatten und überhaupt nichts in der kleinen Größe, haben sie diesen Schweizer Helikopter zu einem fliegenden Gunship umgemodelt. Haben den Batterien von Hellfire-Raketen unter den Bauch gehängt, haben ihn ausgerüstet mit allen möglichen anderen Waffensystemen und dieses Gerät, das schaut irgendwie total schräg aus, das schaut aus wie irgendwie ein schwangerer Modellhelikopter. Und leider kann dieses Gerät niemals in Serie gebaut werden. Sie haben 10 oder sowas, meistens für einen Einsatz bei der Flotte. Es wird nie in Serie gebaut werden, es hat nämlich einen Nachteil. Es kann nur 45 Minuten in der Luft bleiben, weil so viel Waffen mit hat, dass es den Sprint nicht mitnehmen kann. In Wirklichkeit bräuchten sie kleinere Geräte. Die Schiebeldrohne ist 2 Meter lang, hat 2 Wankelmotoren drinnen. Wankelmotoren kennt ihr? Das sind die nicht so schlagen, sondern die drehen. Das heißt, diese Drohne ist weitgehend erschütterungsfrei in der Luft. Und das ist natürlich bei Kameraaufnahmen das Um und Auf. Wenn du ein Ding hast, was so beutelt, wie willst du da scharfe Bilder rauskriegen? Und das baut ein klein mittelständisches österreichisches Unternehmen, das groß geworden ist und Weltmarktführer bei manuellen Minensuchgeräten. Die haben ganz klein angefangen mit einem kleinen Geschäftel in Wien am Gürtel und da haben sie solche Geräte für Schatzsucher verkauft. Vor 15 Jahren bereits. Und inzwischen sind sie Weltmarktführer und Alleinausrüster der US-Armee bei manuellen Minensuchgeräten. Das Geld haben sie benutzt, um diese Drohne zu entwickeln. Das ist ein reines Aufklärungsding, kann ungefähr, glaube ich, 200 Kilo Payload tragen und das ist halt in Wirklichkeit ein Sensorenträger. Und so ein Modell haben die Amerikaner nicht gebaut. Sie haben nur entweder total schwindliche Modellflieger, die von der Hand zum Starten sind und die unglaubliche Ausfallsraten haben, oder sie haben irgendwelche Dinger, die sie Jets nachgebaut haben, in klein. Das ist vollkommen unbrauchbar für Aufklärungszwecke. Du kannst das nur als hochfliegender Landstreckenaufklärer verwenden, also um ganz große Landstriche aufzuklären, aber in Bagdad oder sonst wo nützt das Ding überhaupt nichts. Naja, jetzt gibt es in der EU ein massives Lobbying der Rüstungsindustrie, allen voran der Erzkonzern, der auch die Eurofighter baut. Wir bauen da jetzt Antikollisionssysteme in die Drohnen ein, die sind auch doppelt redundant vorhanden, dass nichts passieren kann und dann dürfen die fliegen. Ja, die können dann ausweichen, aber sie können nur immer nicht kommunizieren. Die Piloten sind total dagegen. Die haben einfach Schiss davor. Und die Wahrheit gibt ihnen recht. Vor 3 Monaten musste der gesamte Luftraum über Washington DC gesperrt werden, weil denen Idioten so ein Schweizer Helikopter mit jeder Menge Waffen an Bord ausgekommen ist. Der ist eine Dreiviertelstunde über Washington ungesteuert geflogen und war mit nichts dazu zu bringen, dass er wieder zurückkommt. Halbe Stunde oder was war der in der Luft. Und die haben sich schon überlegt, ob sie jetzt dann einen Apache raufschicken, der den abschießt. Und dann, ganz zum Schluss, konnten sie ihn wieder einfangen. Also das hat den
Und genau zu der Zeit wollten sie es schnell durchpushen, dass sie für den zivilen Luftraum auch die Genehmigung erhalten. Das hat für einen leichten Rückschlag gesorgt, würde ich mal sagen. Weil die Piloten haben mal gesagt, sechs, einmal rauskommen und schon ist das Chaos perfekt. Man muss sich gucken, man fährt dann nur Sprit am Bord haben. Oder vor es kracht so ein 2 Meter langes Ding auf eine Demo runter. Und die fliegen tief. Da gibt es Tote, wenn das Wind trifft. Das Gerät ja da 100 Kilo. Und Sprit an Bord. Das braucht nicht einmal bewaffnet sein, das wäre so. Und aus diesem Grund ist es eben nicht erlaubt. Ja, das ist EAZ vollkommen wurscht. Sie haben jetzt das Projekt und es gibt bereits 2 Drohnen, die so Antikollisionssysteme haben. Das ist eins, das heißt DARC, DARC. Das ist eine EAZ-Entwicklung und dann gibt es noch eins, fällt mir jetzt der Name nicht ein, weil das die letzten 2 Zellen sind corrupted, sorry. Das ist auf jeden Fall eine Co-Produktion mit einer der führenden Drohnenbaunationen weltweit, Israel. Es gibt niemanden, der so fortgeschritten ist im Bau von unbenannten Fliegern und im Einsatz wie die Israelis. Niemanden. Man muss sagen, die haben natürlich eine unglaublich hochstehende technische Tradition, aber sie sind halt in sie sind halt nur in militärischer Forschung führend. Also sie sind sicher ganz vorne dran an Überwachung von Telefonienetzen. Das sind die 3 wichtigsten Firmen stammen aus Israel, die diese Überwachungssysteme für GSM und UMTS-Netze bauen und vor allem bei unbemannten Fliegern. Naja, und das Projekt Talarion, so heißt es, von EAZ, da haben sie versucht, so eine, wie sie mit dem Eurofighter so ein Universalflugzeug bauen wollen, das für alle möglichen Zwecke adaptiert werden kann, soll das so eine Art Universaldrohne werden. Aber das ist auch schon wieder so ein reines Militärding, viel zu groß, viel zu schnell und einfach viel zu schwer, weil es als Waffenträgersystem gebaut ist und eben nicht als reine Überwachungsdrohne. Und da ist zu rechnen, im nächsten halben Jahr wird ungefähr der nächste Vorstoß zu erwarten sein. Dann der erste Vorstoß, den Auftakt für den ersten Vorstoß hat übrigens die österreichische Schiebeldrohne geliefert. Die haben sie nämlich in Paris-Orly, da haben die den Flugplatz tatsächlich für eine Stunde während der Airshow gesperrt, da konnte die herumfliegen, aber automatisch GPS gestützt, selbststeuernd. Und dann hat es geheißen, das funktioniert ganz gut und wie gesagt, eben ein paar Wochen danach kam ihnen dann dieser Kampfhelikopter über Washington DC aus. Ausgerechnet über Washington DC auch noch. Ja? Ein erratischer, bewaffneter Kampfhelikopter, der sich nicht mehr einfangen lässt. Das heißt, die Chancen sind gut, weil man muss immer schauen, welche Allianzen man hat in der Zivilgesellschaft. Also ich würde mal sagen, wenn ihr den nächsten Vortrag mal über Drohnen macht, dann lasst doch bitte einen Piloten als Referenten. Der wird das in Grund und Boden verdammen, das Ding. Jetzt habe ich noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Das muss ja auch, wir haben gesehen, welche Fahrzeuge am Boden da zum Einsatz kommen und diese Fahrzeuge werden auch zunehmend mit Sensoren bestückt. Und jetzt frage ich mich, das ist die abschließende Frage, sind das die SUVs, die wir demnächst in unserer Stadt als Standard herumfahren haben? Ja, alles. Das passt nicht ganz, da ist eine Waffe. Da kannst du auch einen Wasserwerfer montieren stattdessen. Hier, das ist alles bitte, die Einzelelemente, das sind alles Elemente des Indect-Projekts, obwohl das ein militärisches Gerät ist. Akustische Sensoren, Mikrofone und dahinter ein Identifikationsmechanismus, der halt, wenn er eins von den definierten Geräuschen empfängt, entweder hier einen Schuss
dort einen schrillen Schrei im zivilen Bereich. Dann geht da drinnen Alarm los, da schießt wer auf uns. Dann haben sie noch nach hinten Rear-Facing-Kameras, Kameras, die nach hinten schauen, dass keiner von hinten raufkommt und denen was aufs Dach haut. Da natürlich alles GPS-Antennas, es sind mehrere. Das Ding muss nämlich triangulieren und teilen können. Also damit kann das Ding die Entfernung berechnen zum Feind, zu einem feindlichen Vehikel, indem es einfach zwei verschiedene GPS-Messungen macht. Das ist, wie gesagt, ich meine, man muss ja nicht gleich mit einem Maschinengewehr durch die Hauptstraßen fahren, ein Wasserwerfer tut es dabei auch. Da ist Driver Vision Enhancement, das ist ganz einfach ein Kamerasystem für den Fahrer, wo vielleicht eine Infrarotkamera dabei ist, das auch in der Nacht sich gut orientieren kann. Hier hast du Antennen überall, das sind die verschiedenen Dings. Da ist der Mission Computer drinnen, GPS, alles, die Crew kontrolliert das alles über Headsets. Das ist keine Utopie, wenn das fahrt, das ist ein Kriegsfahrzeug, das geht nicht. Aber dass ungefähr 3/4 der Technik, die ihr aus nach diesem Fahrzeug seht, bis auf das 1:1 auch in die großen Polizeivans kommt, wenn sie so ein Indect-System aufziehen, das ist klar. Genau dieselben Technologien. Sie werden halt statt aufständische Islamisten gegen uns eingesetzt werden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit mal. Ja, ich bin gern bereit, alle möglichen Fragen, Anregungen und so zu beantworten. Weil jetzt müssen die Terroristen ja noch unsere Raketenwerfer bedienen können, um den Flugzeug abschießen. Aber wenn sie jetzt solche Drohnen übernehmen, dann wovor die Politiker Angst haben, dann werden die Indexsysteme eigentlich gegen die Politiker und gegen die gesamte Bevölkerung ausgelöst. Das ist ein guter Punkt. Weiß nicht, ob Sie die News mitgekriegt habt, es sind sogar Bilder aufgetaucht. Die Hisbollah hat es geschafft, die Videostreams von den israelischen Drohnen abzufangen. Das ist ja relativ einfach, da brauchst du nur mit einem Fußscanner durchfahren und schauen, wo das Signal ist. Das ist ein Unverschlüsselt, oder? Das ist ein Unverschlüsselt, natürlich. Naja, am Anfang ist immer alles unverschlüsselt, wenn Sie es ausprobieren. Ab jetzt steht ihm einer von meinen Zeitschriften, die ich mir immer einem Freund abhole, der in einer Botschaft arbeitet, die müssen jetzt alle verschlüsselt werden, die kaufen keine neuen mehr an, nur die existierenden können sie nicht upgraden. Das geht fast nicht. Die Komponenten sind einfach nicht schnell genug, die drinnen sind. Aber das ist ein total guter Punkt. Und die sagen, naja, klar, wenn die da alles mitschauen können, dann wissen die, wo wir als nächstes angreifen werden und was wir von ihnen entdeckt haben. Es geht ja im Krieg immer nur um das. Was weiß ich, was weiß der andere, wie bringe ich den anderen dazu, dass er etwas Falsches glaubt. So funktioniert jeder Krieg. Und genau das ist die Angst bei denen dabei. Und das ist natürlich gegebenenfalls auch gegen Land verwendet werden könnte. Also meine bescheidene Meinung ist dazu, so ein Trönchen, wenn das da drüber fliegt, du brauchst eigentlich nur die geeignete Antenne und genug Sendeleistung und ist das Ding tot. Da brauchst du nicht schießen auf das. Das kannst du einfach jammen. So wie sie es machen. Das ist eine Technik aus dem Kalten Krieg. Jammen. Was der Militär ist eigentlich. Jammen. Gegnerischen Funkverkehrsstörungen. Einfach dort, wo die funken mit einem fetten Störsender drauf, dann können sie nicht mehr verständigen. Gibt es kein Mittel dagegen. Du kannst nur wechseln. Aber die GPS-Steuerung funktioniert erstmal weiter wahrscheinlich.
Da habe ich mich nicht so genau beschäftigt, dass das mit funktionieren, das wird nicht möglich sein, das irgendwie abzustellen, aber man kann ihnen dafür sämtliche anderen Sensoren jammen und ablehnen. Kann man nicht GPS aufstellen, indem man einfach mal eine funkabweisende Plane über die Krone legt. Das heißt, dass man zum Beispiel einfach Conception von rüber schickt, so und dann Flieger im Modellflugzeug. Okay, theoretisch stimmt's, aber die GPS-Satelliten tatsächlich jammen kann man fast nicht, weil das sind ja keine geostationären Satelliten, die immer gleich sind, sondern da fetzt einer so drüber, einer so drüber und einer so drüber, und aus diesen dreien wird errechnet, über Signallaufzeiten errechnen sie die genaue Position, wo du bist. Ja? Das lässt sich, das GPS selber, da hast du schon recht, das ist eher nicht jambar, das haben die Russen probiert, aber das funktioniert nicht. Die bewegen sich zu schnell, die Satelliten, und wechseln zu schnell, die machen zu schnelle Einchecks, Signalübergabe. Das lässt sich nicht jammen. Sehr wohl jammen lässt sich, das ist übrigens meine letzte Story. Der Iran greift die BBC und die Deutsche Welle an mit elektronischen Mitteln. Die jammen deren, das kann ich jetzt schon zeigen, weil wir bei Jamming sind. Das ist gerade aktuell. Das sind diese Heuchler, hier begrüßen sie die ägyptische Revolution, berichten über die eigene Revolution gar nichts und lassen die Leute niederknüppeln. Ja, die jammen den Eutelsat Hotbird 8, das ist ein Satellit, der hier sehr gut zu empfangen ist. Das sind alle, der strahlt sehr stark Richtung Mittelmeer. Also der Footprint am Mittelmeer kriegst du mit 30 cm Planarantennen rein. Du brauchst nicht einmal eine größere Schüssel. Aber auch im ganzen Iran kriegst du den mit 90 cm Schüsseln, also mit kleinen Dingen. Ja? Und der wird angegriffen von den Iranern, und zwar von den Militärs. Und zwar schießen die auf die BBC-Transponder und auf die Deutsche Welle-Transponder, weil die haben Programme in Farsi. Sie wollen nicht so sehr das Fernsehen treffen, sondern die Deutsche Welle und die BBC benutzen den Eutelsat 8, um ihre fremdsprachigen Radioprogramme für den Nahen Osten zu verteilen. Der ist eigentlich der Downlink, und die Programme sind dafür gedacht, lokal dann rebroadcastet zu werden von Relaisstationen terrestrisch, mit denen sie Verträge haben, beziehungsweise in Kabelnetze eingespeist zu werden. Vom Libanon angefangen. Ja? Und die Iraner greifen die oben am Verteiler an, indem sie den gesamten Multiplex, mit dem auch die Fernsehprogramme der BBC runterkommen, das wird alles in so einen Stream eingewurschtelt und dann unten wieder sozusagen auseinandergewurschtelt. Die greifen die da oben an, dass sie eben ihre Radioprogramme auf Farsi, das fürchten sie in der eigenen Sprache. Wenn die Chinesen was zum Beispiel angreifen, sperren im Internet, sie sperren praktisch nie englischsprachige Pages, aber immer, wenn dasselbe Content auf Chinesisch auch klar ist. Auf das gehen sie los. Sie wollen nur, sie wissen, sie können es nicht abdrehen ganz, aber sie wollen mit aller Macht die Reichweite, zumindest soweit es ihnen möglich ist, begrenzen. Und so ähnlich ist es auch beim Iran. Sie wissen auch, dass sie das nicht vollständig verhindern können, dass die da weiter sind. Aber sie versuchen es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Also ihr seht, das ist natürlich eine totale Pariertechnik. Gilt als Kriegstechnik, also darf nur im Kriege eingesetzt werden. Und was die da machen, hat eigentlich schon den Charakter eines militärischen Angriffs. Also wenn man Hardliner wäre, könnte man jetzt schon deren ein Ultimatum stellen und dann mal ein paar Marschflugkörper rüberschicken. Sage ich nur, es gilt als kriegerischer Akt, zivilen Funkverkehr zu stören.
Das ist total verboten, aber sie machen das seit 3 Jahren immer dann, wenn bei ihnen die Unruhen wieder hochkochen, dann geht das wieder los mit dem Jamming. Sie machen sonst auf der ganzen Welt nur ganz wenig Staaten, und da halt in Äthiopien macht das. Die wollen auch die amharischen Sendungen der deutschen Welle nicht haben, weil das eine Minderheit ist. Tja, das sind halt so die herrschenden Unsitten, die im Moment ganz aktuell sind und doch mit einem in gewissem Sinne mit diesem Indect-Projekt etwas zu tun haben. Gibt es weitere? Heute sind ja die Wasserwerfer in Dresden bereits im Einsatz und ich habe es deswegen gefunden, aber Aktivisten haben da auch eine Drohnenspezifikation veröffentlicht. Und ich habe immer irgendwann im Kopf gehabt, dass so Teile Protoflüge gemacht haben oder dass die Polizei mitarbeitet. Sind das Ausnahmegenehmigungen oder wie sieht es aus mit dieser Aussage, sie dürfen nicht fliegen oder sie fliegen doch? Drohnen ist ein Unterschied. Es gibt die kleinen Drohnen, die kannst du überall in Geschäften schon kaufen, die du dann mit einem schicken iPhone steuern kannst. Wenn so noch also einer, der kauft sich jedes Spielzeug. Die Dinger sind aber auch Spielzeug. Diese Quadcopter, also die mit so 4 Motoren fliegen, das ist Spielzeug, das ist nicht ernst zu nehmen und wollen sowas ausprobieren. Okay, die können beim geringsten Wind nicht mehr fliegen. Die sind total windempfindlich und liefern dann auch keine Bilder mehr, weil die schauen nur, dass sie irgendwie stabil bleiben in der Luft, weil sie einen ziemlich hohen Luftwiderstand haben und vor allem gegen Seitenwinde total allergisch sind. Ausnahmegenehmigungen, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist in Deutschland, aber ich habe das auch beim letzten Mal, haben sie es auch schon probiert, dann haben sie es halt über ein Gebiet, wo keine Leute waren, hochsteigen lassen und haben aber bis zu 5 von denen aus. Es ist ein reines Schönwetterinstrument. Bei Wind geht es nicht, bei Regen fliegen es nicht, bei Schnee fliegen es nicht. Also, bitte? Also, das ist lustiges Spielzeug, da kann man den Nachbarn ärgern und ich meine, lustig wäre schon, ich habe das da auf der Indect-Liste gelesen, da hat jemand vorgeschlagen, wir sollten uns doch ein paar Drohnen besorgen und dann lassen wir die Drohnen vor den Fenstern der EU-Abgeordneten in Brüssel so ein bisschen reinschauen. Aber dass du sofort die Polizei anhalten, wenn du das machst. Das machst du nicht lange. Was können die dagegen machen? Unterschießen könnten sie nicht, oder? Ja, sie können dich verhaften. Mit der Fliegenklatsche abschießen. Die kriegst du relativ leicht. Ich würde mal sagen, eine von diesen zünftigen Zwillen, die doch öfters in Berlin im Einsatz sind, würde da schon gute Dienste tun. Die sind ja auch so gemacht, dass sie wenig kosten, wenn sie verloren werden. Ja, das müssen sie auch. Da habe ich auch noch ein paar Zahlen. Die ersten Drohnen hatte die US-Armee in Vietnam im Einsatz. Verlustrate 75%. Also die 75% haben den ersten Einsatz nicht überlebt. Die Verlustraten sind jetzt weniger, sind jetzt geringer, aber sie sind noch immer enorm hoch. Man sieht es daran, dass die Amerikaner sind ja rührend, weil sie zum Beispiel die Anschaffungen aus dem Verteidigungsbudget bei einer gewissen Summe dokumentieren müssen, haben sie da so eine nette Mailinglist, da kriegst du jeden Tag in die Mailbox geschickt, welche Firma welche Aufträge in welcher Höhe für was vom Pentagon erhalten hat. Und da sieht man, dass die in periodischen Abständen, also ich habe diese Liste, ich glaube jetzt im 7. Jahr, und da lohnt es sich schon ein bisschen Data Mining drinnen zu machen, dass du so siehst, was waren ihre Probleme dann, was waren ihre Probleme da, weil sich das in Bestellungen niederschlägt, zeitversetzt. Also sie haben enorme Ausfallsraten bei den Drohnen, enorme. Und zwar schuld dran, die Gaming-Generation. Sie haben auf der einen Seite sind sie ganz geil auf Gamer. Gamer sind reaktionsschnell,
Und Gamer haben etwas nicht, und hier ist der Spaß vorbei, hier wird es total ernst, haben etwas nicht, was eigentlich jeder Mensch, der mit einer Waffe umgeht, und auch alle Militärs und alle Soldaten in sich haben. Es ist ein ganz bekanntes Phänomen, dass wenn jemand auf einen anderen Menschen zielt, dass er im letzten Moment die Waffe verreißt und daneben schießt. Das ist je wehrloser der andere ist, desto häufiger kommt das vor. Deswegen brauchen sie auch immer so viele Leute für Erschießungskommandos. Da schießen 3/4 daneben, weil sie es nicht können. Und das ist auch das Problem auf den Auslöserbrücken. Die trainieren das ihren Militärs, also ihren Soldaten so richtig weg und kriegen es doch nicht weg. Den Gamern brauchen sie es nicht wegtrainieren. Da braucht man keinen wegtrainieren, wenn das... Die hauen sofort drauf, bevor sie auf irgendwas denken, weil sie im Game sind. Und davor, das finden die natürlich geil, die Militärs. Ja, und dann haben sie die Gamer Drohnen fliegen lassen. Und dann haben sie zuerst die ersten Steuerungsboots, Steuerungszentralen, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie in einer Jahrmarktshalle vor 20 Jahren, wo du vor so einer Maschine saßt und irgendetwas gespielt hast. So eine Mega-Spielkonsole. Und genauso dort sind die Drohnensteuerungsgeräte, da setzt du dich rein in so ein Fake-Cockpit und da hast du alles vor dir und da wird dann halt gelandet und geflogen und überwacht. Nur die Leute haben halt ihre Angewohnheiten aus dem Gaming-Leben auch da mitgenommen und da heißt es dann Game Over. Nur in dem Fall ist dann vielleicht ein Schaden von 2 bis 3 Millionen Dollar aufgetreten, weil der Publiker irgendwo hingeknallt hat auf die Landebahn und ihn nicht smooth gelandet hat. Das heißt, da sind sie dann draufgekommen, die Militärs. Auf der einen Seite wollten sie es, weil die einfach Killer sind, die drücken ab, bevor sie denken. Das hast du dir antrainiert als Gamer. Du musst schnell sein, sonst verlierst du. Darf ich trotzdem das verstehen, ja? Das ist ganz klar. Gibt es da Quellen dazu? Ja, das ich auch gerne. Ja. Quellenverweis bitte? Ja. Government Computer, nur amerikanische Militärquellen. Also das ist tatsächlich so. Und die Drohnen die haben immer noch enorme Ausfallsraten. Sie haben es so aufgezählt, ein Teil stürzt wegen Spritmangels ab. Die schauen einfach nicht, wie lange sie unterwegs sind und das Ding fällt runter, weil es keinen Sprit hat, gleiten können sie nicht. Ja. Ein Teil stürzt wegen Flugfehlern ab und fast immer beim Start und bei der Landung. Während sie fliegen, gibt es eher keine Probleme. Können Sie nicht die Autopiloten das beschreiben für genau diese Problemfälle? Gerade Landung und Start geht nicht mit Autopilot, das kriegen sie nicht hin. Das können nur Helikopterdrohnen. Die Schiebeldrohne kann automatisch landen und starten, ist ja ganz klar. Die läufst du so runter auf eine Plattform und dann steht sie. Während die anderen, die kommen mit 700 km/h an. Und die musst du dann dazu bringen, dass das so richtig... Und vielleicht ein Pilotenwechsel vor und einfach starten. Der Pilot ist nass, der gehen wir dann. Aber sie haben, alle haben, also das ist bei allen das gleiche Problem, dass sie, man muss auch dazu sagen, fairness halber, die verzeihen nicht den kleinsten Fehler bei Start und Landung. Wenn du da ein Ding, während sie in der Luft sind, ist alles ziemlich wurscht. Weil dann geht das halt mal 100 Meter runter, fängst du es wieder ab und steuerst es manuell weiter. Aber bei Start und bei Landung, wenn du da einen Fehler machst, ist das Ding ganz einfach bang, bingo, gleich ist es kaputt. Und die sind teuer, die Dinger. Also die großen, die Reaper, kosten die mit Düsenantrieb, die neuesten. Die älteren sind die Predators, die fliegen noch mit einem Propeller. Das sind die Modelle, wo sie am meisten davon haben. Und das sind, wie gesagt, die sind nur geeignet als Fernaufklärer, weil Schnellflieger sind.
und sie sind als Killer. So darum heißen sie auch korrekt. Das sind reine Killerinstrumente und sonst kennen sie nichts. In Wirklichkeit auch hat das amerikanische Militär begonnen, die Versorgungsflüge machen zu vorgeschobenen Stützpunkten, weil die mit Nachschub zu versorgen, das ist ihre Achillesferse, da verlieren sie die meisten Leute. Aber solche Drohnen haben sie nicht. Deswegen müssen sie alles mit Helikopter machen und die sind natürlich auch extrem gefährdet, weil diese Dickschiffe einfach ein leichtes Ziel darstellen, also schultergestützte Raketen. Sie fliegen langsam und stehen fast in der Luft, wenn sie landen. Also, das ist nicht einmal ein bewegliches Ziel eigentlich. Die haben es nicht. Sie haben keine langsam fliegenden Helidrohnen, deswegen sich der Schiebel jetzt dumm und deppert verdient, weil sie es von ihm kaufen müssen. Und das kostet natürlich. Der ist natürlich auch dafür, dass das für den zivilen Luftraum freigegeben wird, weil das ist ja so sicher, das Gerät. Gut, sehen Sie schon, das ist schon deutlich sicherer als die anderen, das nämlich niemals auf militärischen Zweck ausgelegt wurde, sondern von Anfang an für zivile Einsätze, zum Beispiel bei der Kontrolle von Pipelines. Dass die fliegt einfach mit einer Infrarotkammer genau die Pipeline entlang und sucht Lecks in der Pipeline oder undichte Stellen. Sie würden sich auch ganz gut eignen, zum Beispiel für Starkstromnetze zu kontrollieren. Da müssen wir ständig Überprüfungsflüge drüber machen, weil es da ständig irgendwelche Probleme gibt mit Vogelnestern. Vogelnester und solche Sachen. Wo einfach Strom austritt oder wo ein Kabel irgendwie angerissen ist. Das könnten sie machen, dafür hat die eigentlich gebaut. Noch eins zu Drohnen, die USA haben ja so vorgehabt, einen Electronic Fence zu Mexiko zu machen. Also ein vollständig, hier sind wir wieder, mit Sensoren aller Art bestücktes Bollwerk gegen die Armut, dass sie nicht eindringen. Und die Predators fliegen dort Patrouille entlang dieses Zauns und machen Aufnahmen. Aber sie haben sich als total ineffektiv erwiesen, weil die funken dann irgendwo eine Aufnahme hin und dann sehen die 100 Kilometer weiter, sind gerade 2 Dutzend über den Zaun drüber und verteilen sich jetzt im Gelände. Bis die dort sind, sind die längst weg. Also es hat sich als total ineffektiv erwiesen und jetzt hat das Projekt beklagen. Zu teuer, zu ineffektiv, funktioniert nicht. Zwei Anmerkungen zu GPS. Also GPS kann man schon jammen, aber dann nur auf lokaler Ebene, also am Boden. Genau. Also das ist dann nur für eine begrenzte Reichweite, indem man halt einfach Signale oder Störsignale auf den Frequenzbändern entsprechend sendet. Und das zweite ist, also man kann GPS nicht nutzen, um eine Entfernung zu einem Gegner zu messen. Das geht nicht, weil dann müsste ich dem auch eine GPS-Antenne draufkleben und dessen Daten Livestreaming-mäßig herbekommen, um die Entfernung genau messen zu können. Das geht schon. Du brauchst den ja nur von 2 Punkten aus zu erfassen. Von einem Vehikel und von einem zweiten Vehikel. Dann ist es aber kein GPS mehr. Also mit GPS kann ich meine eigene Position bestimmen. Du machst dann eine Triangulierung, die allerdings auf den GPS-Daten der beiden Fahrzeuge basiert. Wenn ich das auf diese Formulierung einig. Okay, so ist es. Wie erfährt man die GPS-Daten der anderen Fahrzeuge? Wie erfährt man die GPS-Daten der anderen Fahrzeuge? Das ist ein Netz. Die sind beim Netz, die tauschen sich aus. Okay, wenn es welche sind, die selber senden, dann ja. Aber die gegnerischen... Nein, die nicht. Ja gut, aber die kann man mit LIDAR erfassen, von da, man kann sie von da erfassen und dann kann man sagen, okay, diese Entfernung muss er haben. Das meinte ich nicht, du hast recht, ich habe es unpräzise ausgedrückt, aber es ist auf GPS basierend, sagen wir so, der eigenen Positionen, indem man eben von einem Dreieck ausmisst. So ähnlich funktioniert übrigens auch die Teilung in den Handynetzen. Das von 3 bekannten Standpunkten
wo die Koordinaten genau feststehen, eine Richtungserhebung eines einzelnen Handys gemacht wird und dort, wo sich die drei Dinger treffen, das ist die mutmaßliche Position mit einer gewissen Abweichung. Der ganze private Schiffsbetrieb ist ja voll mit GPS, das heißt, man kann die Privatsondien kaufen und auf dem Bildschirm den kompletten Schiffsverkehr. Genau. Ja. Da fand ich es, Fliegen macht das jetzt nicht und da kann ich nicht. Aber. Nein, das macht er üblicherweise nicht. Ja, wollen wir eine kurze Pause machen jetzt, wenn keine Fragen mehr sind? Wie gesagt, ich stehe euch bis 18 Uhr zur Verfügung. Ich mache das immer so nach den Vorträgen. Ich wäre auch länger geblieben, aber ich komme sonst nicht mehr zurück, wenn ich in Zukunft weiter was an mich erwische. Und da wird es spät genug. Ich stehe echt gern bis 18 Uhr für was immer euch interessiert und womit ich dienen kann, zur Verfügung. Müssen wir halt dann nur sagen, in welcher Form und wie, ob das weiter so ex cathedra sein muss oder ob wir es in kleineren Gruppen machen, das überlasse ich sehr gerne euch. Ich würde nur jetzt wirklich ganz gern so ein paar Drogen vor der Tür zu mir nehmen. Kaffee und Zigaretten. Das ist eine große Ehre und ich werde schauen, wie ich etwas nach Interesse liefern kann. Ich habe da noch die Zeit zum Vortrag mit, da halte ich euch eine Kurzversion davon, also auch, ich mache es gerne ein bisschen historische Hintergründe dazu zu geben, dass man nämlich weiß. Wenn man nämlich weiß, was war, ist es viel, viel einfacher zu sagen, zu wissen, was kommen wird. Wollen Sie noch? Ja, also irgendwie ist die WikiLeaks-Angelegenheit da über die großteils uninformierte Zivilgesellschaft hereingebrochen und alle dachten plötzlich, jetzt ist zwar ganz was Neues möglich. Naja, neu nur bedingt. Ich würde mal sagen, WikiLeaks ist Mirroring 2.0. Das ist etwas, was wir schon ewig und einen Tag gemacht haben, nur halt nicht so institutionalisiert, nicht zentralisiert. Das Achillesferse ist das WikiLeaks-Konzept. Ein einziges Ding für alles. Damit machst du dich natürlich sehr angreifbar. Ich zeige euch das am Beispiel des sogenannten Crypto Wars. Hat jemand von euch den Begriff schon gehört? Die Amerikaner verwenden das. Das war die Befreiung der Kryptographie aus den Händen der Militärs. Durch einen Einsatz in der Zivilgesellschaft und zur Abwechslung mal eine Militärtechnologie für die Menschen eingesetzt und nicht gegen die Menschen. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Gegen Ende dieses Vortrags, der nur 10 Minuten dauert, kommt dann Julian Assange ins Spiel, weil der war auch dabei. Da war aber noch jemand und ich war auch noch jemand. Also, nur damit ihr seht, wie lange dieser Prozess gedauert hat. Bis 1970 kannst du alles vergessen, ziviler Einsatz von Verschlüsselung gab es nicht. Kann sein, dass irgendwelche Mafiosi irgendwelche Verschlüsselungsmethoden verwendeten, aber es gab es im Prinzip nicht. Und durch war keine starke Verschlüsselung. 1976 haben Winfield Diffie und Martin Hellman das Konzept veröffentlicht, auf dem heute die gesamte asymmetrische Verschlüsselung basiert, also
Public Key Encryption. Ihr wisst schon, jeder hat zwei Schlüssel, einer ist für alle und mit meinem geheimen Schlüssel kann ich dann das aufsperren, was die Leute mit meinem anderen Schlüssel verschlüsselt haben und nur ich kann es aufsperren. Das ist so im Wesentlichen das Prinzip. 1978 haben Rivers, Jamil und Adelman so eine Schlüsseltauschmethode, RSA, ausgeheckt. Das sind alles eher, wir sind hier auf Methodenebene, würde ich mal sagen, und jetzt nicht auf einer hohen technischen Ebene, sondern wie mache ich es, das ist das Problem bei jeder Verschlüsselung, wie kriege ich das hin, dass die Gegenseite, dass ich mit einem Gegenpart, mit dem ich kommunizieren will, verschlüsselt kommunizieren kann. Nein, ich muss ihm irgendeinen Schlüssel geben und wir verwenden dann den gleichen. Das Problem ist, solange man noch nicht in diesem Prozess ist, muss man den Schlüssel in Klartext übermitteln und das ist natürlich genau der Punkt, wo man rein kann, in diese Methode. Bis 1990 ist in der Beziehung überhaupt nichts weitergegangen für die Zivilgesellschaft, sage ich. Die Militärs haben natürlich ihre Verschlüsselungsdings weiterentwickelt, Ende nie. Konzepte, Methoden und Algorithmen waren bekannt. Es gab sogar freie Algorithmen. Also Algorithmen sind diese Zauberzahlen, die man für alle möglichen Anwendungen braucht. Formeln eigentlich. Ja, und Diffie und Co. und Leute, die sich für Verschlüsselung interessierten, die haben sich dann selber irgendwie Cypherpunks genannt. Und hatten eine Mailinglist und diskutierten da unverdrossen über das Thema und die Militärs haben gelurkt. Da waren Diffie zum Beispiel ist ein großartiger Mathematiker gewesen und alle anderen Mathematiker, die sich mit Verschlüsselung beschäftigt haben, die haben alle für die Nachrichtendienste gearbeitet. Ganz einfach, weil dort bekam man bezahlt dafür. Jemand anderes bezahlte nicht dafür. Und Diffie, das war eben das Revolutionäre, war ein Ziviler, der hat sich das selbst angeeignet. Also aus öffentlich verfügbarer Literatur. Und so ist das weitergegangen. 1991 hat Phil Zimmermann so die erste Kommandozeilenversion seines PGP-Ins hergestellt, das war im Usenet damals. Und der hatte schon 128-Bit Verschlüsselung und die Militärs haben Autsch geschrien, weil nur 40 Bit erlaubt waren, weil die konnten sie knacken. Und ihr wisst ja, jedes zusätzliche Bit ist nicht +1, sondern mal das Ganze. Das heißt, zwischen 40 und 41 Bit ist schon ein ziemlicher Unterschied, zwischen 40 und 56 Bit ist schon ein starker Unterschied und da steckt die Kurve dann so schnell auf. Das ist beruhigend für die Zivilgesellschaft, weil wir wissen, wir haben noch Potenzial und wenn wir es richtig machen, können uns die nicht nach. Obwohl es bekannt ist, obwohl alles bekannt ist, aber es ist ganz einfach so, am Ende, wenn Sie die Schlüssel nicht haben, mit Brute Force das zu knacken, das dauert halt Jahrzehnte, wenn du eine echt starke Schlüssel generierst. Naja, damals galten Verschlüsselungsprogramme und zwar bis knapp vor 2000 als Munition, als militärische Waffe und durften deswegen nicht exportiert werden. Du musstest eine Exportgenehmigung haben. Das heißt, Phil Zimmermann, zudem kam das FBI, weil er ohne Exportgenehmigung ein Verschlüsselungsprogramm frei ins Netz gestellt hat. Er hätte eine Exportgenehmigung gebraucht, die er nie gekriegt hätte. Ja, 94 rum, als die Banken schon anfingen und sagen, da könnte man ja eigentlich und Dings und warum, wir müssen unseren Verkehr ja auch absichern, dann sagte die NSA, ja, das könnte schon. Aber jeder, der verschlüsselt, der muss seinen Schlüssel hinterlegen bei uns, für den Fall, dass wir nachschauen wollen. Genauso macht es ja die NSA mit ihrer eigenen Verschlüsselung. Da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr mal nicht sicher seid, ja, wenn euch jemand anspricht,
und was wissen will und ihr nicht sicher seid, aus welcher Domäne dieser Mensch kommt, und wenn er auch noch dazu einen technischen Hintergrund hat, guter Tipp, so, da werden sie sichtbar. Im Mittelalter, wisst ihr, wie man da gegen Leute mit Tarnkappen vorgegangen ist? Also es gab ja den Meer, man setzt sich eine Tarnkappe auf und wird unsichtbar. Das ist durch die ganze Literatur dort gegeißelt. Wisst ihr, wie man diese Tarnkappenbesitzer in der Legende sichtbar gemacht hat? Mehl in die Luft schmeißen. Dann sieht man die Konturen. Und tatsächlich ist es tatsächlich so. Das findet man in der mittelalterlichen Literatur des Öfteren. Nibelungenlied. Da kommen ja auch Tarnkarten drinnen vor. Siegfried hatte so eine und hat da unsichtbar mit der Brünnhilde gerauft in der Nacht. Jo, Clipperchip, das war so ein Hardware-Ding. Die haben gesagt, wenn ihr Verschlüsselung haben wollt, okay, müsst ihr diesen Chip hier einbauen, der macht euch die Verschlüsselung. Naja, das war ein Chip, der von der NSA war. Den hat der Kryptograph Matt Blaze geknackt. Das sind die berühmtesten Personen, die ich hier aufführe. Der hat den vom Konzept her geknackt und da haben die Banken gesagt, das ist keine sichere Verschlüsselung, können wir nicht brauchen. Ne? Ja, die Electronic Frontier Foundation, die haben schon Kampagnen da gefahren, es ist ein Bürgerrecht und wir müssen in unsere Kommunikation sichern, vollkommen richtig. Und 1996 wurde dann die Global Internet Liberty Campaign gegründet. Ich hatte die Ehre, da als Gründungsmitglied für die Quintessenz mit dabei zu sein. Das waren eben die erwähnten zwei aus den USA, dann noch das Electronic Privacy Information Center und das Center for Democracy and Technology aus Großbritannien war Privacy International dabei gewesen. Das sind die den Big Brother Awards erfunden haben, Simon Davis. Und aus Deutschland war Fiduc dabei, weil nicht euch die bekannt sind. Das ist eine von den ältesten Bürgerrechtsgruppen im Internet, eher akademisch. Ja, es waren aus allen Ländern welche, also ich glaube aus 12 bis 14 Ländern, und wir haben gesagt, wir tun uns da zusammen, weil wir leben in einer globalen Welt. Das sieht man ja, wir sehen eure Websites, ihr seht unsere Websites, also sollten wir zusammenarbeiten, wir wollen das selber. Das ist auch ganz gut gelaufen. Wir haben uns in London an der London School of Economics getroffen, die dort eingeladen hat. Und die Cypherpunks haben während dieser Zeit in den USA Krypton gegründet. Krypton, bitte, ist die Mutter aller WikiLeaks. Die haben 1996 begonnen. Und die haben seit 1996 konsequent jedes Mal, wenn du in der Frankfurter Allgemeinen oder sonst wo gelesen hast, Liste mit 256 CIA-Agenten im Internet erschienen, es war immer Krypton. Immer. Sind alles durchgelandet. Und mich hat das total fasziniert. Ich war der einzige Journalist, der sich überhaupt für das Thema interessiert hat. Und ich habe mir gedacht, boah, da spielt sich was Neues ab, dass ich das noch erleben darf, dass sich während meiner aktiven Zeit solche Verschiebungen abspielen. Hopp und drauf, da sind wir dabei. Die OECD, die Organisation für ökonomische Zusammenarbeit, hat damals so einen Empfehlungskatalog veröffentlicht, die haben den diskutiert, die haben ihn nicht veröffentlicht. Und eben Auswirkungen, was das für Gutes bedeuten könnte für die Wirtschaft und für die Zivilgesellschaft, wenn man Verschlüsselung einfach freigeben muss, weil das war der Beginn der vernetzten Gesellschaft. Und dir war nur erlaubt, Postkarten in Klartext zu schicken, aber keine Briefe. Also die an den Verteilerstationen mitgelesen werden konnten, haben wir gesagt, das muss her, das brauchen wir, weil wo kommen wir da hin? Es wird ja auch nicht jeder Brief geöffnet, aber jede E-Mail wird mitgelesen oder was? Da wollten sie nicht. Und das Lustige ist, mein Freund der Hans Zeger, das ist der älteste Datenschützer in Österreich, AG Daten, gegründet 1983. Also noch aus der ganz alten Großrechnerzeit, er ist ein Techniker, der Zeger,
Und der ist bei der österreichischen Datenschutzkommission ein- und ausgegangen, er war natürlich der ärgste Kritiker von denen. Und der kam ins Bundeskanzleramt und sah dort Ding herumliegen und da stand drauf Cryptographic Recommendations OECD, Papier. Hat er gefragt, ob er das haben kann. So viel zu Leaks. Ja? Das Bundeskanzleramt hat gesagt, nehmen Sie es mit, Herr Zeger, damit können wir nichts auffangen. Die wussten nicht, wo, die haben einfach nicht gewusst, was für eine Brisanz da drinnen ist. Damals gab es die Quintessenz schon, die wurde Ende 95 gegründet und das war eigentlich so ein Internetmagazin am Anfang. Aber wir haben uns von Anfang an auf solche Themen spezialisiert, weil wenn schon Internetmagazin, dann spielen wir auch Internetthemen drinnen und nicht wiederholen nicht, was in der Tagespresse ohnehin hinreichend gemacht wird. Ja, und wie ich die Papiere hatte, habe ich zum Yeti gesagt, das war unser Grafiker, habe ich gesagt, Yeti, du hast eher ein Mac. Er kann doch OCR, weil die Macs kennen das. Also Texte einlesen. Dann haben wir 120 Seiten eingescannt und ich habe diese 120 Seiten mehr oder weniger auswendig gelernt. Wir haben es Korrektur lesen müssen mit der Papierkopie, weil das OCR nicht so hundertprozentig funktioniert hat damals noch. Also es war einfach nicht genau. Es waren Fehler drin. Wir haben auch Englisch ausbessern müssen und dann habe ich zum Yeti gesagt, und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir es, habe ich gesagt, jetzt tun wir es ins Netz. Fertig. Sagt er, und was passiert dann? Was passiert uns dann? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, nichts. Wurscht. Einfach raus, wir dann jetzt ins Netz. Und da habe ich noch ein kleines Beispiel dazu. Wo nämlich dieses Dokument jetzt ist, das ist sehr lustig, das liegt in der österreichischen Nationalbibliothek, das ist glaube ich wirklich. Moment. Archiv österreichischer Online-Publikationen. Da. Quintessenz. Warte mal da. Es ist, die haben halt einfach nacheinander die einzelnen Netzversionen reingestellt. Das war das erste Experiment, um überhaupt ein elektronisches Produkt zu archivieren. Und der Hardware hat so ausgeschaut damals, die Quintessenz. Es ist alles verkehrt gegangen. Netzteil, da muss drinnen gewesen sein. Netzteil, das waren unsere Netznachrichten. Da haben wir es. Da. Die Guidelines. Ja. Im September 96 haben wir das erste Mal ins Netz gesetzt. Die erste Version. Und irgendwie hat sich das natürlich bis ins Bundeskanzleramt herumgesprochen, weil ein Monat später ist der Zähler schon wieder mit einer Version da gestanden, die neue Version für die Dezember-Sitzung. Das war das sogenannte Desk-Paper, also die Unterlagen, die die Sitzungsteilnehmer dort ausgehändigt bekamen. Und wir hatten es aber schon vorher. Also haben wir es genau 2 Tage vor der Sitzung veröffentlicht mit folgendem Text. Ja, dieses OECD-Working-Dokument für das Meeting am 16. und 20. Dezember, der Ad-Hoc-Group of Experts on Cryptography und so weiter, wird publiziert, um die Kommunikation unter den Experten zu erleichtern, dass auch jeder online nachschlagen kann, was da drinnen steht. Außerdem habe ich mir von einem Mathematiker des RISC-Zentrums in Linz eine Metakritik machen lassen und der hat ihnen Amendments vorgeschlagen, also Verbesserungsmöglichkeiten. Das war ziemlich lustig. Ja? Das war ziemlich lustig. Danach gab es 2 diplomatische Demarchen von den USA an die österreichische Regierung, wie das kommt, dass das immer nur in Österreich veröffentlicht wird. Das habe ich aber erst 2,5 Jahre später erfahren. Da haben wir gar nichts erfahren. Also es war wie wenn niemand reagiert hätte drauf.
Ja, das war schon ziemlich lustig und das hat bei der Global Internet Liberty Campaign natürlich, das war ein Paukenschlag, weil nur Mark Rottenberg von Epic hatte das Papier und er hatte ein NDA unterschreiben müssen. Dann haben sie ihn verdächtigt, dass er es weitergegeben hat und der hat die dann irrsinnig geschimpft und der hat gesagt, na, da sieht man ja, wie wichtig ist Verschlüsselung, wenn nicht einmal der Staat seine Dokumente geheim halten kann. Also es war eine Gaudi in Wirklichkeit und wir haben das auch, ich meine, es rockt, verstehst du, wenn du mal so richtig auf der Nase rumtanzen kannst. Das sind ganzen milliardenschweren Bürokraten, hinter denen solche Apparate stehen und wir waren 3 Hanseln im Winde des Buch. Das war lustig, das hat das Herz erfreut. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Banken und die IT-Industrie haben gesagt zu den Geheimdiensten, entschuldige, wollt ihr den Fortschritt aufhalten und die guten Geschäfte? Wir wollen Bankfilialen zusperren können und die Leute selber die Arbeit machen lassen mit ihrer Kontobearbeitung und dafür braucht man gescheite Verschlüsselung, sonst haben wir lauter Kriminalfälle. Die Militärs haben gesagt, ja, aber nur wenn das Internet, Netscape und Internet Explorer durften nur 40-Bit Verschlüsselung haben zum Download, also du hast keinen Browser bekommen, der es eingebaut hat. Also haben uns alle die amerikanischen Browser-Versionen besorgt, die hatten schon 128 Bit. Dann bin ich zur Computers Freedom and Privacy, da hatte ich einen Vortrag über die polizeiliche Überwachung der Telefonienetze, eingereist und wieder ausgereist und habe dabei unwissentlich zweimal die Gesetze der USA gebrochen, weil er nämlich ein Verschlüsselungsprogramm eingeführt hat, verbotenerweise, das hätte nicht dürfen, und wieder ausgeführt habe, das hätte ich auch nicht dürfen. Und ich habe mir gedacht, die sind alle deppert. Ich meine, was soll das? Ja? Ich schreibe an Arme und sage, okay, bitte stellen wir das neue Netscape mit einem 128-Bit irgendwo hin auf ein FTP, holen wir es. Ja? Und so war das. Dann erscheint PGP 2.6, das war bereits eine grafische Version, die hatte ich dann schon. Plötzlich gab es einen norwegischen Clone davon. Die PGP war immer ein Open-Source-Programm. Du konntest Teile, die da waren, frei verwenden und etwas weiter coden dabei. Und die Exportgesetze, das war der sogenannte Wassenaar Vertrag, den gibt es heute noch. Das ist die Fortsetzung des sogenannten COCOM-Vertrags. Das war der Vertrag, wo sich sämtliche entwickelten Staaten verpflichten, keine Computer an die Sowjetunion zu liefern. Also Hightech, Exportkontrolle. Dual Use Goods. Also Güter, die eigentlich für den zivilen Sektor gebaut wurden, die aber auch militärisch verwendet werden können. Das ist definiert in dem Wassenaar Vertrag. Und Wassenaar ist eine holländische, ich glaube, ein Vorort von Amsterdam, da wurde der Vertrag unterzeichnet. Jetzt kommt der Clou. Die sitzen in Wien. Die sitzen in Wien. Die saßen auch damals schon in Wien und ich war drinnen in einem Militärgeheimdienst. 1997 war PGP schon in 11 verschiedenen Flavors weltweit, also wir haben damals schon absehen können, den Geist können sie nicht mehr in die Flaschen zurück. Das ist eine kurze Frage. Ja. Ist das PGP eigentlich jetzt durch Julian Assange hier jetzt entwickelt worden? Oder? Nein, der kommt dann gleich ins Spiel, der kommt gleich ins Spiel. Und wird gerade geboren? Doch, der hat im Jahr 2000 komme ich zu ihm. Also, das Wassenaar Büro ist in Wien neben der Staatsoper hinter dem Hotel Bristol, dort sitzen die. Und dort habe ich angerufen und habe gesagt, hören Sie haben da so ein interessantes Büro dahin und da gibt es genau einen einzigen Pressebericht darüber, als es eröffnet wurde 1996. Dann hat nie wieder jemand über das geschrieben und gesagt, ich würde mir das gerne mal anschauen, weil wir sind von dem und dem. Haben sie mich eingelassen und haben mit mir so ein bisschen gesprochen. Der Barry Steinhardt von der Electronic Frontier Foundation hat so ein bisschen Funding zusammengekratzt und hat $5.000 aufgestellt und die haben sie verwendet, um eine Hardware
zu bauen, die auf Schlüsselknacken spezialisiert war. Diese Schlüsselknacke, ich sage es nur ganz, ganz grob. Dazu brauchst du weniger CPUs, wie sie in den Rechner drinnen sind, als viel mehr andere Bauteile, logische Gatter, viel Programmable Gate Arrays, wenn das jemand etwas sagt. Das heißt, du musst eigentlich, das Brett schaut anders aus als bei einem Rechner, verkürzt gesagt. Du brauchst eine eigene Hardware, die es nicht zum Kaufen gibt. Die hat sich das bauen lassen und die haben die erlaubte 56-Bit DES Encryption so in 2 Stunden standardmäßig geknackt damit. Und haben gesagt, bitte, das ist erlaubt, das knacken wir mit unserem zusammengebauten Castle, diese Schlüsselstärke. Das muss besser werden. Dann haben sie BGP als Buch gedruckt und da gab es ein Gutachten von einem Harvard-Professor und der hat gesagt, ein Buch kann nicht unter Exportkontrolle fallen. Und dann haben sie das im Buchform nach Europa exportiert und dann haben sie es wieder eingescannt, den Code. Ich meine, ja, es könnte schon sein, dass die auch eine elektronische Version auf einer Diskette mitgehabt haben, aber das war die offizielle Version. Und die BGP Corporation wollte tatsächlich ein Geschäft auch machen, indem sie es Firmen anbieten. Und deswegen haben sie auch angefangen, das offiziell in Holland für Firmen, für Unternehmen zu machen. Und dann ging es so weiter, die Amerikaner haben dann plötzlich das Nervenflattern bekommen, ich weiß nicht warum, und wollten dann die große internationale Campaign selber koordinieren. Und dann ist es rausgekommen, Electronic Frontiers Australia, die wollten unbedingt, die waren total auf Wind drauf. Und ich habe gesagt, wenn ich schon in Wien sitze beim Wassenabbüro, ich mache schon. Ja, also war ich Koordinator. 2 von der Quintessenz und 3 von Electronic Frontiers Australia und die Kampagne koordiniert. Es war eine ganze Serie von Kampagnen und die war äußerst erfolgreich, weil nämlich die Industrie war mit uns. Die Industrie hat gesagt, die sind ein Deppert, die Militärs. Wir brauchen das. Wir sind von Wirtschaftsspionage betroffen und wir können nicht gescheit verschlüsseln, bloß weil die Hanseln mitlesen wollen. Nein, wir brauchen das, wir bestehen drauf. Und die Banker haben gesagt, kein Online-Banking ohne sichere Verschlüsselung, wir können es nicht machen, wir machen uns strafbar. Naja, da haben die Regierungen schon alle gedacht, naja, ich meine jetzt Internet, so überall reden vom Internet und jetzt sagt die ganze Industrie, sie brauchen Verschlüsselung, müssen wir doch einmal schauen, weil womöglich fallen wir hier wirtschaftlich zurück. Naja, und dann war ich ein zweites Mal im Wassenaar Office in Begleitung von Barry Steiner von Electronic Frontier Foundation. Und zwischendurch war ich in Frankfurt wieder über Polizei und GSM-Überwachungssysteme vortragen. Und als ich zurückflog von Frankfurt nach Wien, saß ich allein im Flug, saß ich ganz in der hintersten Reihe, man durfte noch rauchen, damals in den Fliegern, aber nur ganz hinten. Und plötzlich sitzt eine fesche Frau neben mir, hat mich gefreut. Die war ungefähr 35 bis höchstens 40, Amerikanerin. Die hat mich angequatscht. Was ich da lese und Fußball wem und sie ist aus Puerto Rico und interessiert sich so für Fußball. Ich habe mir gedacht, das ist die Alte von mir. Ich habe mich angequatscht, nicht ich. Und eine Viertelstunde später hatte ich ihre Karte. Da stand drauf, Luisa Maria Colon, Embassy of the United States. Und dann sagte sie zu mir, was haben Sie denn in Frankfurt gemacht? Und ich sagte, ich habe einen Vortrag gehalten, ich fliege jetzt wieder heim. Sie sagt, und Sie? Sagt sie, ich fliege nach Wien ins Wassenaar Office zu einer Sitzung. Ist neben mir gesessen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was wir da machen, ist nicht so von so sonderlicher Bedeutung, das gehört habe ich nichts. Ich habe gedacht, hallo. Ich habe aber nichts gesagt, weil mir nämlich damals schon immer angehängt worden ist, wenn ich wieder über sowas berichtet habe, ich sei paranoid. Weil sie es nicht verstanden haben, worum es geht, jetzt habe ich gesagt, naja, der muss schon paranoid sein, der schreibt immer über solche Sachen. Ja.
Jetzt habe ich extra nichts gesagt, weil ich wollte das wirklich nicht an die große Glocke hängen, aber ich habe die Typen im Wassenaar Office gefragt beim zweiten Mal, ob ihnen diese Frau bekannt ist. Haben sich die zwei angesehen, das waren reine Abwickler. Ja? Also das waren die, die es organisieren und nicht die, die das Sagen haben wollen. Haben sie es angeschaut und haben gesagt, ja, eine Luise ist uns bekannt. Die kommt zu jeder Sitzung und sie ist vom State Department. Und dann habe ich gesagt zu dem einen, von dem ich wusste, von Elektronik von aus Kanada, dass er eben kein Spook ist, sondern aus dem Zivilsektor kommt. Das war ein Kanadier. Und die waren auch ein bisschen auch gut vernetzt. Ja? Und dann sagte ich zu dem, sagen Sie, ist das üblich, dass Leute vom State Department sich ins Flugzeug neben wildfremde Menschen setzen, die ansprechen und ihnen ihre Visitenkarte geben? Haben sie sich wieder so angeschaut und dann ist ein ganz feines Lächeln über das Gesicht dieses Kanadiers gegangen und glänzend sagte, waren Sie vielleicht von der Direktheit der Ansprache überrascht? Also die wussten sehr genau, was da läuft. Für mich war es eine Überraschung, weil ich bin immer der Überzeugung gewesen und bin es auch bis heute noch, ich bin viel zu unwichtig, als dass mir was passieren könnte, wenn ich sowas mache. Und darum traue ich mir auch mehr. Ganz einfach. Wenn man sich ständig Angst macht, ob man das jetzt besonders wichtig, was man macht, ja, dann scheißt man sich an und bringt nichts zusammen und tut es nicht. Und deswegen denke ich mir immer, das ist wurscht, das ist gar nicht so wichtig, das ist ja nur eine Kleinigkeit und nun haben sie es vergessen. Und man geht locker an die Sachen heran. Ja, und gleichzeitig ist im EU-Parlament das Echelon-System schwer in Diskussion gekommen, ausgelöst durch ein Buch des Neuseeländers Niki Hader, der eigentlich ein Österreicher ist, dessen Vater 1938 fliehen musste aus Österreich. Der hat das einzige Echelon-Aufdeckerbuch geschrieben, wo alles drinnen steht. Und alle anderen haben nur sich an ihm orientiert. Ja, wir haben dann als nächstes die iCrypto-Kampagne rauslassen und haben ein Riesennetz von PGP-Mirrors aufgezogen. Es war wirklich überall, wo du dir vorstellen kannst, und immer die stärksten Versionen. Okay, da habe ich irgendwie eine Frühversion eines Vortrags drinnen, wo ich nur zwei übereinander habe. Lassen wir das so weit. Es ist dann so ausgegangen, Julian Assange ist ungefähr 2000 herum, ist er mir zum ersten Mal aufgefallen, weil er hatte die beste Page weltweit über weltweite Kryptografiegesetze gemacht. Also der hat sich damit fast wissenschaftlich beschäftigt und das war eine Fixpage. Das war die beste Ressource für Kryptografie-Gesetzgebung im gesamten Netz. Und das war der Julian, der war damals ein ganz junger Hupfer. Und da ist uns der Name zum ersten Mal aufgefallen und dann habe ich bei IFA gefragt, wer das ist. Und das sind lauter eher so ein bisschen ältere, gestandenere aus dem akademischen Bereich gewesen. Und die haben gesagt, naja, es ist ein Hacker und vielleicht ist er auch ein bisschen Autor, aber er hat die beste Page, das haben sie zugegeben. Aber der war denen damals schon ein bisschen suspekt, aber er war auf jeden Fall ab da eine fixe Nummer bei diesen Campaigns dabei. Der war ständig irgendwo verlinkt, was er da ins Netz gestellt hat, weil der hat irrsinnig viel Arbeit reingesteckt. Naja, so ist sozusagen WikiLeaks 1.0 ausgegangen. Im Jahr 2000 hat Deutschland klein beigegeben und die Kryptographie freigegeben. Frankreich musste das Verbot auch abschaffen und danach die Amerikaner und ganz am Schluss, wie immer, die größten Rückstädtler, Polizeistaatler und Deppen sind immer die Briten. Muss man sagen. Ist so, ist so. Im Zweifelsfall sind die immer die Hardliner in Europa. Wenn es nicht ihnen gerade von den Franzosen streitig gemacht wird. Im Moment Sarkozy, da schwimmen sie jetzt die Briten, weil er ist jetzt wirklich Arschloch Nummer 1. Das kann man nicht so einfach toppen. Und das heißt, wir haben von vorn bis hinten das Match gewonnen. Und dann die andere Seite, die so nichts machen können.
Aber nicht, weil wir so gut waren und weil wir so stark waren. Wir hatten die Logik auf unserer Seite und das Geld. Die Banken waren dafür und die gesamte Industrie. Und die haben uns unterstützt und die haben gesagt, super, dass es euch gibt. Weil sonst hätten sie Astroturfing machen müssen und das ist ziemlich mühsam. Astroturfing nennt man die Methode. Ich bin jetzt ein Großkonzern und ich möchte jemanden anderen angreifen, aber das kann ich nicht. Da brauche ich irgendwie eine Bürgerbewegung dafür, die sich darüber aufregt, also muss ich mir erst eine finanzieren. Die waren froh, dass wir schon da waren und haben gesagt, was können wir euch helfen? Naja, so ist es damals ausgegangen und Julian war da am Schluss mit dabei und war einer, sagen wir, einer von den sehr respektierten Jüngeren, der auch sehr gute Kommentare geschrieben hat zum Ganzen und wie gesagt den besten Überblick über Kryptografieprogramme und die rechtliche Lage dazu. Ich glaube, der hat sogar eine Zeit lang was studiert in der Richtung. Zu der Zeit, er war, wie alt wird er da gewesen? 85. Also er war uns damals als australischer Spezialist für Kryptogesetzgebung bekannt und als sonst nichts. Man hat nur gewusst, dass er irgendwie angeblich auch nur ein Hacker ist. Aber damals waren die Leute aus Australien ziemlich selten in Europa, weil wir hatten kein Funding dafür, die Flüge bezahlen oder so. Wir haben uns nur zweimal in Personen getroffen und das war jedes Mal in die USA, in Washington. Da haben die Amerikaner das Geld aufgestellt gehabt, weil die kamen an die Fundings ran. Soros Foundation, Ford Foundation, da haben die Gelder untergekriegt. Und für Krypto hat die Industrie gerne was ausgegeben, weil da ist ja was dran gelegen. Ja, so war das. Dann habe ich Julian vielleicht zweimal beim CCC getroffen, aber das war irgendwie so, du bist der aus Australien, du bist der aus Österreich. Nicht mehr. Ja? Also er war auch damals noch keine Celebrity oder so. Und das war halt einer von den vielen Hacker, die dort waren. Da haben wir einer aus Australien. Und die Kontroverse ist euch wahrscheinlich bekannt. John Young, die Cypherpunks von Krypton lassen kein gutes Haar an Wikileaks, weil sie den Ansatz im Kern verfehlt sehen. Das Argument hat schon was für sich. Wir haben da dezentral angegriffen und deswegen haben sie uns nicht gekriegt. Die Wikileaks-Partie wollte es zentral angreifen und das ist ein Fehler. Du darfst niemals einem so mächtigen Feind ein klar definierbares Ziel, nur ein Ziel vorsetzen, aber das wird er vernichten. Und das seht ihr ja, wie weit sie bereit sind mit der Demontage des Ganzen. Sie sind einfach zu einfach angreifbar dadurch. Und sie hätten das einfach dezentral aufziehen müssen. Aber da war das Kontrollfreak-Wesen von Julian dagegen und der andere, wie heißt der? Daniel Domscheit-Berg. Ich weiß nicht, den kenne ich eigentlich überhaupt nicht, aber was ich so weiß aus den Kreisen dort, der hat kein viel kleineres Ego als Julian. Und die waren alle so fixiert auf ein zentralisiertes Projekt und haben gesagt, wir wollen 5 Millionen Dollar aufstellen, dass wir eine Stiftung machen können und dass es weitergeht. Im Grunde ist es natürlich vernünftig, das zu sagen, aber overall gesehen war es natürlich ein ultimativer Blödsinn. So lange schaut dir da kein Geheimdienst zu, wenn du sie ständig angreifst. Also klar, das ist sicherlich, ich bin da auch für das Dezentrale, ich glaube, das war schon, das war eher so eine Öffentlichkeitskampagne, weil Krypton gab es schon immer, ich habe das auch mal so gelesen, ja, im Internet ist aufgetaucht, das war so ein Schlagwort, und also, irgendjemand muss da rein tun, jemand muss das organisieren. Also hat sich ja vielleicht Wikileaks nur quasi, das quasi auch in der Marke auch gebündelt. Und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht einsetzen, aber ich glaube auch, dass Wikileaks nicht mehr lang geben wird, aber das war sicherlich gut, dass die Gesellschaft auch darüber nachdenkt, dass es Leaken geben muss. Das heißt, wurscht, wie das Ding in seiner Zukunft heißt. Aber wenn die jetzt sagen, jetzt meinen nächsten Punkt vorlegen. Also, das wollte ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Also du hast
Ich kann es jetzt überspringen, weil du hast es schon gesagt, danke schon in meine Stimme. Genau das ist es. Ich will keinesfalls die Leistung von Julian und Co. und auch nicht von Daniel schmälern damit. Überhaupt nicht. Sie haben sich echt was getraut. Sie haben sich echt was getraut und sie haben ihre Existenz dabei aufs Spiel gesetzt. Das sollte man bei aller Kritik immer mal vorher bedenken. Sie sind vorangegangen und sie haben den Zweck, den du gesagt hast, genau erreicht. Die Weltöffentlichkeit hat auf sie geschaut und hat gesagt, hallo, ach so, das ist ja sogar wichtig gesellschaftspolitisch, dass sowas passiert. Und das ist ihr großer Verdienst. Sie haben sozusagen eine Leuchtrakete abgefeuert, die auf der ganzen Welt gesehen wurde. Und sehr viel, was in näherer Zukunft passieren wird, wird auf das zurückzuführen sein, weil sie den Leuten gezeigt haben, auch Leuten, die nicht aus dieser Szene kommen, was möglich ist und wem es nützt und wem es nicht nützt. Und dass eine Gesellschaft so etwas braucht, um gesund zu bleiben. Versteht ihr, was ich meine jetzt? Ich rede jetzt nicht im Sinne der Volksgesundheit von den Nazis, sondern gesund meine ich, nicht geisteskrank oder paranoid zu werden, von Staatswegen her. Ja? Das ist mir ja in den letzten 6, 7 Jahren vorgekommen, als würde Paranoia ansteckend sein und vorzüglich alles im Ministerrang befallen, was da in Europa herumrennt. Weil was da geäußert wurde von den Leuten, das ist ja, ich meine, mit einem Rechtsstaat hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Aber dann gesagt, das ist notwendig, weil niemand mehr nach ihm wird. Also kann man dann darauf hoffen, dass dann quasi neue Whistleblower-Plattformen dann im Aufbau sind oder jetzt entstehen dann vielleicht die höhere, also dann die Chance haben, länger zu bestehen so und nicht so angegriffen zu werden, wie jetzt bei Wikileaks der Fall war, oder? Wikileaks 2.1 wird das dann. Verstehst du, was ich meine? Wenn man das Ganze so schön in der Öffentlichkeit hält und immer wieder mit etwas Interessantem nachlegt, könnte man sich auch einen durchaus netten Volkssport darunter vorstellen. Und ich glaube, das fürchten die Mächtigen ganz besonders. Wenn die Leute nämlich, wenn es ganz, in dem Moment, wo es viele werden, ihr seht ja, was das für eine Dynamik ist, in Kairo sagen die mit ihrer Zahl etwas aus. Okay, er geht nicht, wir sind wieder dort. Das ist unsere Antwort drauf. Diesmal bringen wir 1 Million. Und sie haben 1 Million gebracht. Und dann, das ist die Message an die Militärs. Macht jetzt, sonst kommen wir mit 2 Millionen und irgendwann werden wir uns gegen euch richten. Und das sind die Botschaften, die in die Welt gesetzt werden sollen, weil in den letzten Jahren waren nur lauter Einschüchterungsbotschaften von Staatsseite in der Welt und alle haben immer gesagt, man kann eh nichts machen. Natürlich kann man was machen, nur, das haben sie mich mal beim CCC gefragt, weil ich liebe es ja, diese Typen zu ärgern. Ja. Es soll nicht nur öffentlich gemacht werden, was sie tun, sondern man soll über diese Affen auch noch herzlich lachen. Das ist wichtig, auch für die eigene psychische Gesundheit und ist ein kathartisches Erlebnis. Und dann hat mich einer gefragt, ja, hast du nie irgendwie Bedenken oder Angst gehabt, dass dir was passieren könnte? Und ich habe immer gesagt, was ich vorher gesagt habe, erstens bin ich viel zu unwichtig, dass mir was passiert. Die sehen mir ja gar nicht. Also ich habe mir sozusagen die Argumentation des Dummkopfs von der Straße eingemacht. Ich habe gesagt, der sagt, mich werden schon nicht erwischen beim Feinscheren. So auf die Tour. Ich denke einfach nicht drüber nach und dann, und damit möchte ich diesen Abschnitt hier beschließen. Leute,
wenn wir uns anfangen zu fürchten, können wir gleich einpacken. Dann brauchen wir gar nicht anfangen. Jo. So. Selbst auch noch eine Frage, also du bist ja doch relativ bekannt, auch aus den Datenschutzsteinzeiten, also vor 2000. Da hängen wir so ein bisschen selber als Piraten noch so ein bisschen mit drin. Die Differenz zwischen Datenschutz und Transparenz. Also Wikileaks ist ja jetzt eigentlich kein Datenschutzprojekt, sondern ein Transparenzprojekt. Und eigentlich geht es hier bei den anderen Sachen hier um Datenschutz. Ich kann es für mich meistens immer sehr gut abgrenzen, weil ich sage, okay, das ist die Respublika, die öffentliche Sache, die soll Transparenz sein, und ich bin privat und eben auch datenmäßig privat. Ich merke aber letzter Zeit, es gibt dann oft manchmal einfach Fragen, die für mich liegen jetzt zu beantworten. Zum Beispiel Google Street View. Wo ich sage, Google Street View. Google Street View. Google Street View. Wäre jetzt mal meine Frage, wie siehst du Google Street View aus dem Hintergrund, okay, Transparenz und Datenschutz? Ich verstehe überhaupt nicht, warum gerade Google Street View in Deutschland so heftig diskutiert wird. Das ist noch einer der harmlosesten Google Services. Viel ärger ist das, was sie am Profiling betreiben. Also darüber war ich mir Sorgen. Ich habe mich nur gewundert, warum immer nur diese Street View-Diskussionen in letzter Zeit geführt wird. Das ist halt einfach, wenn man es anschaut. Genau, das eine ist selber, das andere ist abstrakt. Genau, das stimmt schon, aber wir sollten dann trotzdem schauen, dass die richtigen Themen diskutiert werden. Und wenn es nun so praktisch ist, in meinen Augen wrong discussion, sorry. Weil, ich meine, mir wäre das vollkommen wurscht, ob mein Haus draußen auf einer Außenaufnahme bei Google Street View drauf ist, weil das ist hermetisch abgeschlossen und den Hand können sie übrig. So einfach ist dieses Thema für mich. Aber was du sagst über Datenschutz und Transparenz, hast du recht. Ich würde das genauso einteilen, wie du es gemacht hast. Ich würde sagen, Datenschutz gilt für den Privatmann, die Privatfrau, ich meine, ich gender nicht so herum, ohne da jetzt irgendwie abwertend zu sehen, wir sind uns selbstständig. Okay, gut, weil das Innen, das macht mich krank mit diesem phallischen Binnerli. Ja, das ist wirklich daneben. Das ist eine Sprachverhunzung letzter Güter. Im Sinne der Korrektness. Ich war nie korrekt. Also in der Beziehung auf die guten Sitten waren, starke Wörter zu verwenden. Das tue ich auch bei meinen Vorlesungen an der Universität, da rede ich nicht sehr lange. Oder kaum anders, gar nicht anders. Ich halte übrigens überall eigentlich dieselben Vorträge. Ein bisschen reiße ich mich bei der Industrie zusammen. Die sind in der Regel, da schaue ich immer zuerst, was reingeht, und bevor ich sage, das ist ein Koffer, das ist ein ziemlich böses Schimpfwort, würde den Pfosten hier heißen oder so. Da halte ich mich mal näher zu. Ich würde sagen, das Datenschutzgebot gilt für die Bürger, das Transparenzgebot gilt für Bürokratiepolitik. Das verwandelt ja echt mein Name, jetzt könnte ich die Frage sonst nochmal auf die Spitze treiben. Wir sind ja angetreten mit dem Anspruch, dass wir als Partei basisdemokratisch sind. Ein schönes Wort, ja? Das weiß, glaube ich, die wenigsten wissen, was das eigentlich bedeutet, aber egal, jeder hat seine eigene Vorstellung darunter, was jetzt Basisdemokratie ist. Und ein Aspekt ist zum Beispiel, dass bei uns jeder zum Parteitag fährt und entscheidet und quasi reingeht. Jetzt gab es im Rahmen einer anderen Debatte die große Frage, wer in der Partei sind eigentlich alles Politiker? War die Position, der jetzt leider raus ist, der hat jetzt gesagt, das ist schwierig. Das sind nur die Funktionsträger, die Funktionsträger müssen quasi transparent sein. Alle anderen sind nicht Politiker, dürfen quasi privat sein.
Ich habe gesagt, ja, Moment, wir können jetzt ja nicht sagen, wir machen Basisdemokratie und lassen jetzt alle quasi mitbestimmen, weil die Entscheidungen treffen, aber dann entbinden sie dann von dem Transparenzgebot. Wenn du mitreden willst, dann gelten für dich dieselben Regeln wie für die Politik. Kannst du das mal auch mal sagen? Würde ich automatisch sagen. Aber das würde gegen das Wahlgeheimnis sprechen. Also es ist rein auf ein philosophisches Theorie. Du willst du nochmal Mitglied der Partei sein? Nein, das Wahlgeheimnis overruled alles, weil vor der Wahlurne ist auch der Politiker nur Bürger. Der hat auch nur eine Stimme wieder Bürger. Ja, bei der Wahl unterscheidet sich zwischen Abstimmung und Wahl, weil die Abstimmung wäre quasi transparent, weil du Kleinpolitiker bist und die Wahl ist quasi Bürgerdienst. Und dann da eine Grenze ziehen. Es ist, da habt ihr völlig recht, das ist wirklich sehr schwer so und schon gar nicht ex cathedra irgendwie so entscheidbar, da habt ihr völlig recht. Ich wollte euch nur zwei Anmerkungen dazu geben. Zu meiner Zeit, als ich auf der Uni war, das war in den späten 70er Jahren, das war sehr lustig. Wir waren die linke Liste und wir waren die Partie, die Basisdemokratie hatten. Außer der linken Liste, da waren Trotzkisten dabei und alles Mögliche. Anarchisten, was du willst. Heimatlose Linke, die keine Stalinisten waren. Und dann gab es noch die maoistischen Parteien, 2 Stück oder 3, aber da hat man immer den Überblick verloren, weil sie die so schnell gespalten haben. Ja, wirklich. Und haben sich dann immer gegenseitig die Schlösser ausgetauscht und dann hat die Druckerei den Besitzer gewechselt und der Fotokopierer. Und dann gab es noch die KPÖ, das Gegenstück zur DKP, auch scheiß Stalinisten angehen, genauso wie die Maoisten. Wir hatten Basisdemokratie. Wir hatten Versammlungen, da kamen wir hin und da wurde abgestimmt und und wurde Basis so entschlossen. Naja, das ist so lange gut gegangen, bis sich die KPÖ einmal entschieden hat, eine gröbere Delegation abzuschieben. Das waren dann Werte. Die waren dann da und haben mitgestimmt, weil ja jeder mitstimmen konnte bei der Basisdemokratie im Hörsaal. Dann haben wir uns schon mal was überlegt und haben gesagt, Scheiße, da kommen dann Beschlüsse raus, die keiner von uns will. Und dann war es so im Sommer, als alle auf Urlaub waren von den normalen linken Listenleuten, hat die linke Liste auf einmal Resolutionen zur Unterstützung der politischen Gefangenen abgegeben. Ihr wisst schon, welche Ecke das ist, RAF. Da haben sich einfach die sind da gewesen im Sommer und die haben gesagt, wir sind zwar nur 15 Leute hier, aber die anderen sind halt nicht gekommen und wir stimmen jetzt ab. Und dann haben sie die bescheuertsten Resolutionen im Namen von unserer Liste verabschiedet und niemand konnte was tun. Jedes Mal, wenn bei der Uni-Besetzung die Leute nach Hause gegangen sind und nicht die ganze Nacht da bleiben konnten, also so gerne demonstriert haben, dann haben sie die Flamme wieder aufgehängt, ich spiele die Welt und den Kapitalismus. Jedes Mal nachts, wenn alle anderen gegangen sind. Ja, leider hat die reaktionäre Linke, so würde ich die bezeichnen, eine Neigung zum Putschismus. Das ist alles. Das hat die Stalinisten immer schon ausgezeichnet. Ihr Mittel war Gewalt, Handstreich, Überrumpelung. Und sie hat sich niemals an irgendwelche Absprachen mit anderen politischen Parteien oder mit den eigenen Flügeln gehalten. Das ist die Historie ihrer Politik und die ist versaut und verdreht von damals bis heute und deswegen haben sie es auch bis jetzt nach so vielen Jahren so nicht mehr braucht, dass zu ein paar Splitterparteien, die zu Recht Splitterparteien bleiben. Letzter Punkt. Bitte? Passt schon. Nein. Solche Anspielungen würde ich mir niemals gegenüber den Gastgebern brauchen. Aber jetzt. Ihr dürft sehen, ihr müsst nur, ich weiß nicht, also was ich finde, als Vollpartei bräuchte es auch irgendwie ein. Mona, fang mit mich an! Ja, es kommt halt darauf an, ob der Bundesparteitag in Bayern ist oder in Berlin oben oder in Nordrhein-Westfalen und je nachdem kommt dann das richtig raus, weil die meisten Leute das dagegen sind.
Naja, ich würd halt mal schauen, solange es keinen anderen Konsens gibt, halt auch die Kernthematiken. Und dann punktuell mit allen anderen Parteien zusammenarbeiten, und zwar dann, wenn man zufällig, wenn man in einer Frage ganz ähnliche Standpunkte hat. Ich kann das nur so allgemein sagen. Das wäre so ein pragmatischer Weg, um genau diese Klippe, ich meine, das gesagt, wenn man das so weiß, wie die Diskussionen laufen, um diese Klippe sozusagen zu umschiffen, weil ich kann mir das vorstellen, dass das die Hölle ist, weil ihr habt da Konsens auf einigen zentralen Themen. Wenn du das als auf die Schnelle zu einem Vollprogramm ausbauen kannst, das wird, die zusammenhaltenden Kräfte würden dann nicht stark genug sein, wenn man das jetzt auf Gewalt schnell machen will. Das wird sich evolutionär immer ein Stückchen weiter ergeben, und sonst, ich sehe nur, dass es im EU-Parlament eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Grünen Fraktion und dem einzigen Piraten gibt. Die Grünen schicken den Piraten immer vor, wenn sie selber nicht ganz sicher sind über ihre eigenen Mehrheiten in dieser Frage. Und das ist schon gut, weil damit macht ja diesen, sagen wir, langsam in die Jahre kommenden netten Druck ein bisschen Feuer unter dem Hintern. Den Grünen meinst du jetzt? Ja. Mach mal Eisen gerne, Feuer unter dem Hintern, das Grüne. Ja, bei uns müssen sie auch erst draufkommen, dass in Wien zum Beispiel, da sind dann die Grünen dasselbe Problem vielleicht wie hier, die Wiener Grünen, das ist die ist vorwiegend dem eher linken Flügel zuzuordnen, und zum Teil machen sie Ansagen, die von der linken Flügel der Sozialdemokratie über null Unterschied sind. Also null eigenes Profil. Österreichweit sind die Grünen mehr auf ihre Kernthemen fixiert. Hier die einen haben ein Problem mit dem Transit, die anderen haben ein Problem mit grenznahe Atomkraftwerke in Tschechien, die Dritten haben das. Und die haben natürlich für ideologische Diskussionen überhaupt kein Verständnis, weil sie sagen, wir wollen nach 18 abschalten. Ja? Und nicht irgendwie Grundsatzdiskussionen über allgemeine Ausrichtungen führen. In Tirol sagen wir wollen weniger Transitverkehr haben, weil in unseren engen Alpentälern ist das die Hölle für die Bevölkerung. Die sind für solche Diskussionen natürlich überhaupt nicht zu machen, die Wiener Grünen mit Vorliebe zelebrieren. Also ich finde das sehr gut, ich finde es halt sehr schade, dass die Piraten in Österreich so schwach sind. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich war dort bei denen im Meterle, wo sie sich gebrochen haben, Wien ist, Österreich ist klein, Wien ist noch konzentriert. Ich meine, die ganze Szene rennt sich permanent irgendwie über den Weg bei Veranstaltungen. Ist so. Und da war ich dort und da saßen die alle, lauter ziemlich junge Leute, ein paar von denen ausgezeichnete Programmierer. Das ist eher so die Chorpartie dort, die ich kannte. Und dann saßen die dort und ich sollte denen überall über irgendwas vortragen. Das mache ich natürlich normalerweise, wenn ich keinen Aufwand habe. In Österreich verlange ich nie Geld für sowas. Dann kann man bei uns immer da habe ich ein bisschen mehr Satz verlangt, weil ich doch ein ganzes gemacht habe. Ja, und da war ich dort, da saßen die Jungs drinnen, im Metal. Sehe ich lauter weiße Computer, lauter weiße Laptops. Dann sehe ich lauter iPhones. Alle Apple-Computer und iPhones. Habe ich meinen Computer ausgepackt und habe zu denen gesagt, ich habe schon eine Grenze hier. Und jetzt,
Ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt genehm ist, weil anscheinend ist das bei euch Pflicht an Apple zu haben. So habe ich so geschaut, weil sie wussten. Aber ich gesagt, sag einmal, das war genau die Zeit, wo ihnen Steve Jobs die iPhones abgedreht hat. Die ersten iPhones in den USA, nach dem ersten Jailbreak, da gab es die iPhones ja noch bei AT&T im Netz in den USA. AT&T hat ja aber kein USA-weites Handynetz. Also im Westen oder so hast du ein iPhone am Bauch haben können, wie man sagt, in Wien, weil das nur bei AT&T erhältlich war. Also haben sie die Leute gejailbreakt, haben extra, ich meine, solche Feinpolitik muss man sich vorstellen, die haben extra zusätzlich einen AT&T-Vertrag abgeschlossen, obwohl AT&T in ihrer Gegend gar nicht gegangen ist. Dann haben sie das iPhone gejailbreakt, eine andere SIM-Karte rein und haben es im T-Mobile-Netz genutzt bei USA, weil die haben auch GSM. Naja, und dann ein paar Tage später kam das Firmware-Update und dann waren diese iPhones alle Bricks. Die waren bricked, die waren tot. Die waren einfach, die sind nicht mehr gestartet. Es war ein ziemlicher Aufwand, wieder die alte Firmware abspielen. Das war genau da. Und dann habe ich gesagt zu Florian Ruski, der war ein Kerl, der sich dann umgebracht hat, ich sagte, hey Florian, ich sagte, man war schöne Piraten. Ihr verwendet da irgendwie Kommunikationsgeräte, die jeden Moment von jemandem anderen angetragen werden können. Und dann habe ich gesagt, wenn wir schon darüber reden, findet ihr nicht, dass man lieber freie Software statt proprietäre Software benutzt? Sogar ich, wo ich als Journalist und Magister der Philosophie überhaupt nichts mit Technik eigentlich zu tun habe, verwende Linux. Ganz einfach, weil es für mich ein widerlicher Gedanke ist, dass jemand meine Software kontrolliert auf dem Rechner. Es ist aber jetzt, ich meine, ich will da jetzt überhaupt niemandem irgendwas einreden, ne? Aber wenn du schon ein guter Coder bist und selber ein Hacker, ich meine, da kannst du dir wohl auch so ein Equipment zusammenhacken, wie es ich gemacht habe mit meinen bescheidenen Fähigkeiten. Und dann sage ich zu dem Florian, ihr seid zwar aber schöne Piraten. Wenn man mit euch in Krieg zieht, das ist wie nichts. Und wir werden überhaupt nichts ändern. So auf die Tour, weil echt dran die Kommunikationsmittel sind. Naja, es war grausam von mir. Weil die haben alle nichts zum Sagen gehabt, die Buben drauf. Sie konnten nichts drauf sagen. Und dann sagt der arme Florian zu mir, und dem sind die Tränen in die Augen gestanden. Jetzt sagt sie, oh, wann so cool ist. Ich sage, okay, spielt's weiter, Buben. Naja, was sollte ich da noch viel sagen? Sie haben so eine zentrale Message nicht mitbekommen, offenbar. Ja, und dann haben sie alle angefangen, iPhone-Applications zu programmieren und dann haben sie versucht, Start-up-Unternehmen zu gründen. Es war echt mühsam. Der didaktische Prozess ist nicht gut verlaufen. Mir hat es leid getan, weil jede Kraft, wo er hier dahinter steckt und hinter den Piraten, steckt eine prima Idee, ein ausgezeichneter Ansatz. Und deswegen fühle ich mich sehr kommod hier unter dieser Fahne, auch wenn ich ein ganz spießiger ORF-Journalist bin. Sonst weiteres Fragen, Anregungen, Metakritiken. Oder gehen wir zum gemütlichen Teil über die Gesellschaft. Ja, gut. Das ist, für mich ist das ein großes Kompliment, dass nach so vielen Stunden
alle. Meist, wenn ihr einen Führerschein habt, ist es möglich, dass ihr sogar schon wieder Leidtragende wart. Die Kennzeicheneinlesungsgeräte funktionieren mit LIDAR. Light Emission and Detection Dingsbums Radar. Das heißt, es ist wieder eine Technologie. Die Amis benutzen LIDAR zum Beispiel, um für den Häuserkampf in Bagdad 3D-Modelle von Straßen darzustellen. Weil das eben sehr viel genauer ist als Radar. Radar ist eine relativ brutale und, ich würde mal sagen, Long-Range-Technology, während LIDAR äußerst genaue Bilder aus der näheren Umgebung bringt, und wenn du das Ganze dann in irgendeine Rendering-Maschine reinschmeißt, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es machen, aber ungefähr so, dann kriegst du irgendwie schöne Einblicke, was in der Nebenstraße, in die du nicht reinschauen kannst, denn so alles los ist, weil LIDAR ist unglaublich detailliert. Ihr müsst euch vorstellen, das muss bei eng aneinanderfahrenden Autos, also es gibt nur ganz kurze Zeiten, wo es überhaupt das Kennzeichen erfassen kann, muss es jedes Kennzeichen erfassen und so genau einlesen, dass kein Fehler dabei ist. Es ist aber meistens nur für ganz kurze Zeit überhaupt im Fokus der Kameras, weil dann muss ich schon auf das nächste schauen. Und das hat natürlich die alle dazu gebracht, dass das immer weiterentwickeln, weil man das für einfach ziemlich viele Anwendungen gebrauchen kann. Naja, die C4-Systeme wurden immer mehr verfeinert. Da gab es spezielle, ich zeige euch dann ein paar Beispiele, da gab es spezielle Systeme, wie sie der Generalstab verwendet. Da sind natürlich keine Drohnen eingebunden, sondern der Generalstab ist verbunden mit einer Datenbank, wo alle Ergebnisse von der Drohnenbeobachtung reinfließen. Das heißt, je länger ein System im Namen ist, muss nicht bedeuten, umso wichtiger ist es, sondern es bezeichnet eigentlich nur die Art seines Einsatzes. Naja, C4 plus Intelligence, na, dann ist das klar, das ist Militärgeheimdienstdomäne, plus Surveillance und plus Reconnaissance. Surveillance und Reconnaissance ist exakt das, was die Drohnen betreiben. Reconnaissance heißt einmal einen Aufklärungsflug und die Resultate sofort nach Hause funken. Surveillance heißt, ich bleibe vor Ort und beobachte die weiteren Entwicklungen und beobachte das laufend. Und also so definieren das im Wesentlichen die Militärs. Und so ein System, das genau das kann, was Indect kann, heißt im Militärbereich einfach C4 ISR. Ganz einfach, das ist der Typus ist so. Das heißt, immer was drinnen ist. Command, Control, also stellt euch vor, die Cops an den Bildschirmen, das ist Command Control. Communications, das Kommunikationssystem, mit dem sie untereinander und mit den Einheiten, die unterwegs sind, kommunizieren, und Surveillance und Reconnaissance, das sind die Drohnen, die Sensoren, die Videokameras, GPS und so weiter, also alles das, was für diesen Zweck dient und das wir ja schön geordnet im Index-Projekt für den urbanen Raum wiederfinden. Intelligence, das wären zum Beispiel diese spezielle Polizei-Search-Engine, die da in diesem Indect-Setup enthalten ist. Dann gibt es noch so etwas wie Relationship Mining, das heißt etwas, wo ich versuche, Zusammenhänge zwischen Personen herzustellen, indem ich schaue, wie kommunizieren sie miteinander in Foren. Ist vielleicht jemand, der unter einem Pseudonym in diesem Forum ist, identisch mit einem anderen Pseudonym in einem anderen Forum und.
Command Control wäre dann drinnen das Crisis Management System. Das ist sozusagen das Element von Indect. Jemand fällt hin, die Videokamera sieht das und die Software schlägt Alarm und sagt, Obacht, Monitor 18 bitte gucken, ungewöhnliches Ereignis dort. Das hat damit zu tun, weil die Polizei, vor allem in Großbritannien, bei dem dort herrschenden Overkill an Kameras, sie haben eins nicht bedacht dabei. Die Kameras wurden zwar immer billiger, die Systeme wurden immer billiger, das heißt, man konnte eigentlich haufenweise Kameras aufhängen. Auch mit der Vernetzung war das nicht mehr so ein Problem. Ich meine, ich sage nur, überall Mobilfunknetze, überall Internetanschlüsse, das ist kein Problem. Aber eins haben sie vergessen dabei. Für jede Kamera brauchst du auch einen, der sich's anschaut, weil sonst ist die ganze Überwachung für den Hugo. Wir kriegen so die Informationen von hinten aus dem Generalstab direkt an die Front, wenn die vernetzt sind. Wir müssen die irgendwie vernetzen. Ja, dann haben sie zuerst einmal angefangen, ihre drahtgebundenen Netze zu machen und haben mal geschaut, was sie damit anrichten können. Und dann haben sie angefangen, ihre Warrooms, ihr müsst euch vorstellen, im ersten Golfkrieg waren das Karten, die aufgehängt wurden. Da wurde mit Stiften drauf rumgemalt. Das war fast alles noch auf Papier. Und dann fingen die an, das Ganze eben zu elektronisieren und auf Monitor reinzuspielen. Das hatte den Vorteil, dass man über Kameras auch in Echtzeit wo zuschauen konnte. Und ab 96 war das schon mehr oder weniger offizielle Doktrin. Da hieß es Full Spectrum Dominance, das bedeutet nichts anderes als das gesamte Funkspektrum gehört uns. Fertig. Wir dominieren alles, wir wissen alles, was wo funkt, und das ist unser Ziel. Naja, und dann fing es an, dann fingen sie mal an mit C2, Command Control. Das war eigentlich noch sehr nahe am alten Konzept. Wir haben einen Warroom, da treffen wir uns alle, dort ist Command Control. Also Generalstab eigentlich, würde man sagen. Dann kam C3, Command Controls Computers. Das heißt, es wurde schon rechnergestützt gemacht und dann kam das 4. C dazu, Communications. Na ganz klar, das benutzt man, um zu kommunizieren. Das heißt, sie haben ihre eigenen Kommunikationsnetze an dieses System angelockt und versucht, das alles möglichst unter einen Hut zu kriegen, dass der Generalstab möglichst über alle Funktionen, über alle Informationen verfügt, die auch weiter draußen verfügbar sind. Es sind immer mehr Technologien dazugekommen. Dann gab es Satellitenaufklärung, das heißt, es wurden Satbilder eingespielt, aber nicht live am Anfang, sondern zeitversetzt, weil das live nicht ging, weil sie das Material live nicht reinkriegten, weil sie eine Infrastruktur hatten, die Bilder direkt vom Bord eines Fliegers sofort in das C4-System hineinzuschießen. Naja, und sie kamen immer näher an die Echtzeit ran. Man sieht es jetzt gleich hier. Da ist schon Information Age Warfare, ja? Und Situational Awareness und das Global Information Grid. Diese Schlagzeilen, also diese Schlagwörter bezeichnen das Global Information Grid ist, wir haben ein vernetztes Kommunikationssystem. Wenn wir an die große Videowall mit den 30 Monitoren gehen, dann sehen die Generäle alles, was sich von Relevanz irgendwo abspielt. Es sind alle Nachrichten da sozusagen auf einem Grid zusammengefasst. Naja, in der Operation Desert Storm, das war, als sie Saddam Hussein das erste Mal aufs Dach gehaut haben, nachdem dieser irre Kuwait überfallen hatte, sie brauchten von den, ich weiß nicht, ob Sie euch an den ersten Golfkrieg erinnert, das war eine Sensation, dass man im Fernsehen sehen konnte, was
der Pilot an Bord des Fliegers sieht, über die Zerstörung irgendeines Objekts. Das hast du ja die ganze Zeit gesehen, irgendwie so in flimmernden Schwarz-Weiß-Bildern, irgendein Gebäude von oben und dann sahst du plötzlich eine schwarze Wolke und das Gebäude war irgendwie, dann danach sind wir nicht mehr im Originalzustand, sondern gleich reflektiert. Und das dauerte aber, die Bilder kamen alle zeitversetzt ins Fernsehen, während im Golfkrieg 2003 waren Aufklärung, Zielerkennung, Erfassung und Zerstörung schon ganz nahe an der Echtzeit. Das heißt, was früher an einen Entscheidungsspielraum vielleicht von 24 Stunden oder gar 48 Stunden hatte, das hatte im Zweiten Golfkrieg noch einen Entscheidungsspielraum von 10 Minuten. So circa. Also da bist du schon direkt live in der Kampfhandlung mit drinnen. So hat sich das entwickelt und diese Art von Technologie ist bei keiner hochgerüsteten Armee der Welt irgendwie mehr wegzudenken. Die arbeiten alle gleich inzwischen, halt je nachdem, wie fortgeschritten und wie technisch gut ausgerüstet das jeweilige Militär ist. So, und dann jetzt kommen wir schon zur Familie Indect. Es wurden immer mehr Sensoren angeschlossen, gerade im Zweiten Golfkrieg jetzt, ab 2003. Das war sehr interessant. Da sind nämlich zu den normalen Sensoren, also man sagte, Videokameras waren die ersten Sensoren. Die Militärs nennen alles Sensoren. Auch mein kleiner Funkscanner, den ich da habe, wo ich immer ein bisschen zuhöre, was gerade los ist in der Stadt, das gibt auch als Sensor. Die Funkscanner setzen Sie zum Beispiel im Irak dafür ein, um Signale der Aufständischen auch weiter drauf. Also zuerst mal die Begrüßung, Servus beieinander und Ahoi. Ja, das Ganze hat sich an dem Indect-Projekt aufgehängt. Ich habe da relativ bald schon Artikel geschrieben drüber, 2009, als uns klar wurde, was da läuft in Brüssel. Und irgendwie hat sich die Veranstaltung so daraus ergeben. Ich beschränke mich zuerst einmal im Hauptteil einfach nur darauf, dass ich euch das sage, was ich darüber weiß und vor allem mehr über die unheilige Familie Indect und wo sie herkommt. Danach Fragen, Diskussion, Dialog und dann dürft ihr euch aussuchen, was ihr mich als nächstes fragen wollt und ich werde es halt versuchen, so gut wie es geht, zu beantworten. Also ich bin da durchaus dann nach dem Publikumsinteresse, das ist kein Problem für mich. Beginnen wir mal. Wir haben alle die Ohren angelegt, als wir sahen, was da im Gange ist, was die da für ein System zusammenschustern und wozu es dienen soll. Naja, das liegt ja relativ auf der Hand, wozu es dienen soll. Aber warum so plötzlich? Woher kam das? Das kam ja wie aus dem Nichts, weil bis jetzt, also mir ist kein weiteres System für den zivilen urbanen Raum bekannt, in dem solche Technologien, diese Art von Technologien zusammengeführt, in eine Suite zusammengeführt werden und getestet werden. Das ist das erste System, das mir bis jetzt untergekommen ist. Allerdings kam mir das Indect-Projekt sehr schnell äußerst bekannt vor. Es gibt nämlich andere, die diese Systeme seit ungefähr 15 Jahren betreiben, und das sind die Militärs. Und genau in diese Familie der militärischen Gefechtsfeldzentralen gehört das Indect-Projekt. Es ist strukturell, wie von den Komponenten her, absolut vergleichbar. Und da möchte ich euch so ein bisschen näher bringen, wo die das herhaben und wie sie darauf kamen,
wer dahinter steckt, wer Geld gibt und wer lobbyiert für so ein System. Da gibt es nämlich ein paar. Das ganze Indect-System hat einen grundsätzlichen Bug drinnen, der das System as is vollkommen unmöglich macht, es irgendwo in Europa einzusetzen. Und das wird auch noch, wie es aussieht, auf absehbare Zeit so bleiben. Das heißt, es ist ein fundamentaler Bug drinnen. Etwas, was Sie als gegeben voraussetzen, ist gesetzlich verboten in ganz Europa und nicht nur gesetzlich verboten, sondern auch technisch verboten. Aber da kommen wir dann dazu. Wie gesagt, das ist nicht das erste System, wo man sagt, dass militärische Technologie in den Zivilsektor, Trickle-Down-Effekt nennt man das, Heruntertröpfeleffekt. Das heißt, das ist eine Technologie, die wurde zuerst mal für militärische Anwendungen entworfen und irgendwann dann, Sie kennen das ja, Public-Private Partnership, überlegen sich die beteiligten Firmen, wenn wir schon das ganze Grapfel da zusammengestellt haben für die Militärs, das müssten wir doch noch ein paar Mal anders auch verkaufen können, indem wir so funktionieren. Schauen wir mal, werfen wir einen kurzen Blick, welche ganz eindeutig vom Militär entwickelten Technologien und was aus denen geworden ist. In den 40er Jahren haben die Alliierten Frequenzmultiplexing eingeführt und Frequency Shifting. Das heißt, sie haben nach einem vereinbarten Muster die Funkkanäle gewechselt, wenn sie miteinander kommuniziert haben an der Front. Das macht großen Sinn, weil beim Militär hat die Funkortung natürlich einen anderen Zweck als im zivilen Bereich. Das heißt, wenn ein Funksignal aufgefangen wurde, dann besteht relativ große Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Viertelstunde ein Flieger daherkommt und dir eine Bombe auf den Schädel haut, wenn es lokalisiert werden konnte. Das heißt, das war für die Militärs total wichtig. Erstens wegen der Abhörsicherheit und zweitens wegen der physischen Sicherheit der Leute. Genau diese Technologie wurde dann danach in den zivilen Sektor übernommen, weil man draufgekommen ist, dass man eigentlich mit derselben Technologie, wenn man das über Kabel drüber jagt, kriegt man plötzlich über eine Leitung, über die man sonst nur ein Gespräch drüber kriegt, 15. Aha, also hat man das als Basistechnologie genommen für sämtliche analogen Telefonzentralen. Genau dieses Frequency Multiplexing aus dem Weltkrieg und mehr oder weniger alle analogen Telefonnetze haben sich dessen bedient. Gleichzeitig im Krieg Freund-Feind-Erkennung. Jeder Flieger hatte in seiner Nase und hat heute noch so ein Funkgerät drinnen, das analogen Datenfunk ausstrahlt. Das heißt, draußen im Gefechtsfeld zu lokalisieren und um fernzündbare Bomben zu entdecken. Das war das Haupteinsatzgebiet für die Funkscanner und ist es bis heute. Sämtliche Drohnen dort, Aufklärungsdrohnen, sind mit solchen ausgerüstet und die fahren in einem Affentempo über alle möglichen Frequenzen drüber und in dem Moment, wo sie ein verdächtiges Signal entdecken, schlagen sie Alarm und und es wird sofort auf dieser Frequenz ein breitflächiges Störsignal draufgefahren, dass die ihre Bomben nicht per Funk zünden können. Und diese Technologie hat also wirklich erstaunlich gut funktioniert, dafür, dass es der erste Fall war, wo sie direkt angewendet wurde, und zwar breitflächig. Gab es früher so wirklich alle paar Tage haben die so einen Hammer in die Luft gejagt und die Amerikaner hatten kein Mittel dagegen. Mit diesen Funkscannern haben sie die ganz schön in den Griff gekriegt. Die haben alles Mögliche benutzt, um diese improvisierten Bomben zu zünden. Diese improvisierten Bomben muss man sich so vorstellen, da hat jemand unter Lebensgefahr Artilleriegeschosse auseinandergenommen und den Sprengstoff verwendet, um ein IED zu bauen. Die heißen Improvised Explosive Devices.
Das heißt, das sind selbstgebaute Bomben und da haben sie natürlich irgendwas benutzt, um die zu zünden. Du kannst die Dinger mit einem Handy zünden. Du kannst die Dinger mit allem zünden, was ein Signal abschickt. Und als sie etwas in Bedrängnis kamen, weil diese kleinen Walkie-Talkies, die sie dann meistens benutzt haben, da sind ihnen die Amerikaner relativ bald draufgekommen und die haben einfach alle diese Frequenzen systematisch aus dem Äther geblasen mit Störsendern. Ging nicht mehr. Dann haben sie andere Sachen probiert und dann haben sie Babyphones genommen. Babyphones geht's auch, aber du musst ein Kabel dazwischen haben. Und zum Teil haben sie diese Bomben auch wieder schlicht verdrahtet und haben 100 Meter Draht gelegt und haben dann halt irgendwo auf den Zündmechanismus draufgehauen. Das heißt, diese C4-Systeme dort mit den Drohnen, ohne Drohnen sind die nicht denkbar, weil Drohnen sind die gesamte Nahaufklärung. Diese C4-Systeme, die wurden immer mehr, es ist immer nur die Rede von Drohnen, die irgendwelche Hellfire-Raketen abschießen. Das ist bei Weitem nicht der Haupteinsatzzweck von Drohnen und das ist bei Weitem nicht das Wichtigste, weil dasselbe kann ja ein Kampfflugzeug auch. Oder du schickst überhaupt eine Cruise Missile hin, die ja eigentlich auch eine Drohne ist, die aber halt, sagen wir, in der Regel den Einsatz nicht überlebt. Eine viel wichtigere Rolle spielen die Drohnen in der Aufklärung, weil das ist das Um und Auf. Du musst in die nächste Straße schauen können, ob dort ein Maschinengewehernest ist oder nicht. Das kann kein Kampfflieger. Der ist viel zu schnell, der fetzt drüber und der kann vielleicht dann geschwind ein Bild drüber schießen, aber er kann nicht draufbleiben. Er ist für Nahfeld-Reconnaissance einfach nicht geeignet. Dito die Hubschrauber. Viel zu laut, viel zu groß, viel zu leicht abzuschießen, wenn sie niedrig fliegen. Gefährlich. Und daher hat man eben immer mehr zu Drohnen gegriffen und die waren eigentlich von Anfang an der einzige wirkliche Benefit, den sie hatten, das war Aufklärung. Das Ding kann alles, wenn man sich anschaut, du hast da Infrarotkameras, Infrarotsensoren drauf, das heißt, du kannst in der Nacht schauen, wer herumrennt. Diese Sensoren sind nicht nur Drohnen gestützt, sondern sind auch an gewissen neuralgischen Punkten eingebaut. Dort, wo man etwas erwartet, dort, wo man sagt, das ist ein wichtiger Punkt und da würde ich gegen sein. Und eben, die machen alle möglichen Sachen. Radar natürlich auch, das ist vor allem für Entfernungsmessungen und Objekterkennung. Und dann gibt es noch LIDAR. Das ist eine Technologie, die sehr ähnlich dem Radar funktioniert, aber mit Licht, sprich mit Laser operiert. Die kommt nicht aus der Militärsphäre, sondern aus der Weltraumforschung. Da hat man mit Datenlasern, mit denen man irgendwelche Planeten oder so beschossen hat, ganz einfach nur geschaut, was reflektieren die zurück und hat dann Rückschlüsse auf die Beschaffenheit dieses Sterns oder des Planeten geschlossen. Der Haupteinsatz von LIDAR, das haben wir übrigens, dann haben es die Militärs übernommen, weil die sahen, dass man mit dem noch andere Sachen machen kann. Also ihr seht, es geht nie so linear. Krieg ist der Dinge, Vater aller Dinge, wie die Faschisten gerne sagen. Stimmt nicht. Das ist nur eine erratische Entwicklung in den letzten 100 Jahren, weil es so viele Kriege, so viel Rüstung und so viel Geld für die Militärs gab. Deswegen haben die auch so viel erfinden können. Das LIDAR kennt der Punkt die ganze Zeit nichts als die Kennung des Fliegers. Das machen übrigens alle Zivilflugzeuge bis heute und darum kann man auch so schöne Karten von denen mit fast Echtzeitdarstellungen bilden, weil man die relativ einfach auffangen kann, das sind so ungefähr im 1 GHz Bereich und wenn du da so ein kleines Kästchen anhängst, dann kriegst du einfach den Datenfunk raus. Das war das Wesen. Warum? Naja, Freund-Feind-Erkennung. Jeden Morgen gab es einen anderen Code
Und dann sah man schon, man sah einen Flieger herannahen, wusste nicht, wer es ist, sendete er den richtigen Code aus, was ein eigener, sendete er nicht, feuerfrei. Also so lief das. Und das Interessante ist, dass das wurde die Basis nicht nur für den Datenflugfunk bis heute. Flugfunk ist nichts digitalisiert, aber dazu kommen wir noch. Das ist stockanalog von vorn bis hinten geblieben. Da ist nichts digitalisiert dran. Und wenn Sie irgendwas vom Bordrechner von irgendwelchen Fliegern hören, dann sind das die Rechner, die Hilfsaufgaben machen und auch für das Entertainment an Bord sorgen. Dafür braucht man Computer. Für den Rest haben die alle ihre alten analogen Instrumente in dreifacher Ausfertigung. Falls mal eines ausfällt oder falsch anzeigt, schaut man auf die anderen beiden. Das ist eine Technologie, die sich als irrsinnig widerstandsfähig erwiesen hat. Sie ist mit nichts kaputt zu kriegen irgendwie. Es kann auch keinen Softwareabsturz geben, weil es keine Software gibt. Und genau auf das legen die Wert, höchste Sicherheit, weil sonst würde irgendwann jedes Flugzeug irgendwann mal runterfallen. Und das wäre dann doch eine Rate, die wir uns nicht leisten können. Ja, im Jahr 1973 hat das Pentagon als Maßnahme gegen mögliches Abhören seine Netze digitalisiert, mit so etwas Ähnlichem wie ISDN. Naja, Ende der 80er Jahre haben sie das in allen Telefonnetzen gemacht. Und wie ihr seht, immer ist der erste Verwendungszweck einer Technologie ein ganz anderer als danach. Multiplexing zur Tarnung, danach Multiplexing, um viele Telefonate abzuwickeln. Freund-Feind-Erkennung, ganz klare Sache, du musst wissen, schieße ich ihn ab oder schieße ich ihn nicht ab. Und danach sind unsere Funkchips im Pass, sind natürlich viel komplizierter, aber sie funktionieren im Wesentlichen nach demselben Prinzip. Du sendest irgendwo drauf und das Ding schickt dir ein Echo zurück. Das macht das Ding im Pass, ja? Halt auf nächste Distanz. Ja? Und das Echo kannst du auffangen und auslesen, wenn es im Klartext ist. Und so ist diese Funkchip-Technologie entstanden. Die erste Anwendung war riesengroß, kriegerisch und sonst was. Und am Schluss ist so ein kleines Ding übrig geblieben, dass sie jetzt schon anfangen, massiv gegen, also im Retail-Bereich einzusetzen. Im Lagerbereich sind die schon überall. Das ist alles Funkchip gesteuert und auch die gesamten Lagerlogistiken laufen drauf, ist klar, weil die Technologie nützlich für so etwas ist, wenn du weißt, wenn du an einem Regal vorbeifährst und da funkt es heraus aus dem Regal, hallo, hier sind 10 runter, wir warten, dass sie abgeholt werden. Das heißt, wenn sich die Dinge selbst identifizieren. Ja, gehen wir weiter. 96, da war das Netz schon sehr, sehr stark im Kommen und zufälligerweise mit der Geburt des WWW, die man irgendwann zwischen 93 und 94 ansetzen kann, kamen die Militärs, die ja auch aus deren Domäne eigentlich das Network Computing kommt. Ich erinnere nur daran, dass der Vorläufer des Internet, das ARPANET, ARPA ist eine militärische Agency, Advanced Research Projects Agency, also das ist eine Militärabteilung und sonst gar nichts. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht alle Technologien aufgezählt, weil es kommen irrsinnig viele aus der Militärdomäne, weil das sind immer die als erstes drahtlose Kommunikation brauchen. Bei denen geht, die müssen funken und sind deswegen im Bereich der Kommunikation natürlich sehr, sagen wir, sehr vorne dran, weil es für die Militärs natürlich auch einen nicht nur einen taktischen, sondern einen strategischen Vorteil bringt, wenn sie selbst gesicherte Kommunikation haben und die Feindkommunikation kann abgehört werden. Das ist, sagen wir, eine gültige Militärregel, seit es
seit es Militärs gibt, ich würde mal sagen, seit der Spiegel- und Feuertelegrafie der alten Griechen, mit der sie die Perser in die Knie gezwungen haben. So ein Kommunikationsinstrument. Ich kann das später mal kurz ausführen, wenn Sie Lust habt, aber das würde hier aufhalten. Wie gesagt, die Militärs sagten, Netz, Command, Control, das können wir brauchen.